Hallo, herzlich willkommen. Ich habe euch gefragt in einer Umfrage, was ihr denn gerne sehen wollen würdet. Und da kam ziemlich eindeutig raus, dass wir uns mal angucken sollen, was denn die Blockaden sind bezüglich der Liebe. Das heißt, das wird hier ein bisschen tiefer. Ich würde dich vielleicht auch bitten, dass du dir einmal einen Zettel und einen Stift nimmst oder wenn du sowas wie ein Tagebuch oder ein Journal hast, dass du dir das einmal dazu holst und dann hast du hier die Möglichkeit, dir einmal was auszusuchen. Wir haben hier jedes Mal noch eine Kerze dabei. Ich zeige dir diese hier noch ein bisschen besser, dass du sie siehst, wie es von vorne aussieht. Das erkennt man ja von oben sonst nicht so gut. Und ja, das hier ist eine Muschel. Und ja, wir gehen gleich in die Legung. Ich erzähle euch ja immer noch ein bisschen was am Anfang. Und derweil könnt ihr euch auch weiterhin auf die Karten konzentrieren oder auf Pause drücken oder wie ihr auch immer möchtet. Guck mal, jetzt ist da ein bisschen Wachs draufgefallen auf die Karte. Und auf Hafer sieht man schon, da habe ich nämlich schon noch eine andere jeweils schon unten versteckt drunter. Ich habe die vorhin für euch gezogen und es kamen interessanterweise bei jedem Deck 2 Karten raus. Und ja, das fand ich schon mal sehr ausschlaggebend oder sehr ja, interessant, oder wie sagt man? Naja, ihr wisst, was ich meine. Also hier die Nummer 2, 222, 22, hier schon, hat hier schon eine Frequenz mit drin. Und ja, ich wollte euch ein bisschen was zu erzählen hier mit den Kerzen, die habe ich selber gemacht. Auch die Container habe ich selber gemacht, hier von dem Mädchen, mit denen, ich will jetzt nicht zu viel sagen, was ich darüber denke, das kann ich euch sonst gleich erzählen. Ich wollte euch noch kurz irgendwie erzählen in dem ganzen Thema, wie wir unser Leben gestalten. Ne? Das ist ähnlich, wie man auch Dinge gestaltet. Wer von euch Dinge auch gestaltet, wie Kerzen oder Skulpturen macht, Bilder malt. Du hast eine Idee und du hast sozusagen dein Werkzeug. Ne? In dem Fall habe ich hier Gips oder Zement und ich habe Kerzenwachs. Und beides ist sozusagen ja einfach nur eine, wie sagt man, eine, muss ich nur gerader machen. Ups, Entschuldigung. Das sind ja einfach nur Formen sozusagen. Das hat noch keine Form. Ich gebe dem Ganzen dann eine Form. Ne? Das Zement, das ist Pulver und das mischst du mit Wasser, um daraus Zement zu machen. Und den Wachs, den musst du schmelzen und dann musst du ihnen die Form geben, damit er sozusagen dann die Form bekommt, die er am Ende als Kerze haben soll. Du gibst dem Ganzen in eine Intention mit Farbe, mit Duft oder hier, wenn ich meine richtigen Meditations- und Manifestationskerzen mache, auch richtig noch mit Kristallen und allem Möglichen. Und am Ende habe ich dann ein Werk geschaffen. Und ähnlich funktioniert das natürlich auch mit unseren Gedanken und der Manifestation. Wir müssen schon wissen, wir sollten schon immer ein genaues Bild davon haben, was wir gestalten wollen, also wie wir unser Leben gestalten wollen, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Und es wird ja immer trotzdem eine Überraschung. Ne? Ihr seht hier sind kleine Bläschen drin. Ich weiß nie, wie die Farbe wird bei den Sachen. Und teilweise weiß ich auch nicht so genau, wie die Farbe sich entwickelt von den Kerzen. Aber ich weiß, das ist sozusagen das Ergebnis, dass ich mich über das Ergebnis freuen werde. Und ja, wenn es darum geht, Liebe in dein Leben zu ziehen, möchte ich schon mal gleich am Anfang sagen, dass man sich wirklich darüber bewusst sein sollte, was man haben will und nicht das, was man nicht haben will. Und das ist das Problem von vielen von uns, dass wir uns immer auf das konzentrieren, was in der Vergangenheit alles blöd gelaufen ist, worauf man überhaupt keine Lust mehr hat. Ne? Das und das will ich nicht und dies will ich nicht. Aber es ist halt wichtig, dass wir das umdrehen und uns auf das fixieren, was wir haben wollen. Ne? Also wenn ich keine grüne Hand haben möchte, keine grüne Hamsterhand, sondern eine blaue, fokussiere ich mich natürlich von vornherein auf die Farbe Blau und nicht auf die Farbe Grün. Und so ähnlich ist das auch mit der Liebe. Also ich möchte wirklich, dass ihr euch nochmal darüber bewusst werdet, dass ihr wirklich euch da auch mit beschäftigt, was ihr wollt, wie das aussehen soll, wenn ihr die Person habt, die ihr euch wünscht und so weiter und so fort. Das gibt die richtige Frequenz nicht nur ins Universum, sondern das sagt auch deinem Unterbewusstsein, wonach es suchen soll. Dafür gibt es ja auch diverse Meditationen auf YouTube. Wie gesagt, ich habe euch schon oft gesagt, ich hatte mich ja erst mit meinem anderen Kanal sehr viel beschäftigt, Deine Reise zum Glück. Da habe ich viele Meditationen und so gemacht. Aktuell kommt das hier viel besser an meinen Tarotkarten-Kanal und ich merke auch, dass ich hier eigentlich noch viel besser mit euch reden kann über solche Sachen. Deswegen ist der andere so ein bisschen im Stillstand gerade, aber es ist nicht schlimm, da sind schon ganz viele Meditationen drauf und auch Sachen, wo ich noch mehr rede und so weiter und so fort. Guck dir das gerne mal an.
So, jetzt fangen wir an. Wir haben, wie gesagt, hier die 1, 2 und 3. Und du kannst dann auf den Zeitstempel finden, was, wie, wann, wo anfängt. Und wir beginnen natürlich mit Nummer 1. So, Nummer 1. Du hast dir dieses Kartenset ausgesucht, mein neues Kartenset, das habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich glaube fast nicht, ehrlich gesagt, aber ich gucke gerne nochmal nach. Das sieht so aus, das ist die spanische Version und es gibt definitiv dazu die Originalversion auf Englisch, weil diese Colette Baron Reed, die macht Sachen auf, also eine Amerikanerin, glaube ich. Die ist auch eine Engländerin, auf jeden Fall macht die relativ viele solche, hat die schon sehr, sehr viele Orakelkartensets rausgebracht. Und so sieht sozusagen die Verpackung aus, falls du danach gucken möchtest. Und draufgelegt haben wir hier dieses Symbol, habe ich dieses Symbol gezogen für dich. Das ist für mich immer sowas wie eine, wie eine Feder, wie ein Blatt, also Feder oder Blatt. Ne? Dinge natürlich loslassen, muss man auch mal sagen, egal ob das ein Feder oder ein Blatt ist. Für mich bedeutet das, Dinge loszulassen. Und dann haben wir hier diese, hast du dir die Muschelkerze dazu ausgesucht. Und ja, die Muschelkerze mit dem Rosanen und die Muschel, beziehungsweise genau genommen ist das eigentlich keine Muschel, sondern eine Schnecke wäre es, wenn es real wäre sozusagen, wäre es eine Schnecke. Und das kann natürlich auch immer dafür, also eine Meeresschnecke, dafür stehen, dass du dich zu sehr, dass du sozusagen dazu neigst, dich zurückzuziehen, wie die Schnecke in ihr Schutzhaus. Und die Farbe Rosa, die steht natürlich auch immer für die Selbstliebe, ne? Dass man die Selbstliebe in sich selbst suchen sollte. Aber wir gucken mal weiter. Das sind jetzt erstmal nur so sehr vage Sachen, die wir da sehen. So, diese Karte habe ich auch dazu. Wir gucken uns erstmal die beiden Hauptkarten an, die du dir hier gezogen hast. Und das sind einmal, warte, lass es mich gleich so hinlegen, dass wir auch anständig weiterlegen können. Ach so, ich habe jetzt den anderen Tisch hier mal genommen, meinen Esstisch, weil das Licht hier besser fällt. Und ihr sagt mir mal, wie ihr das findet, wenn man hier so Tisch sieht oder ob euch das besser gefällt mit dem Universumshintergrund oder mit einer Tischdecke. Sagt mir mal, wie ihr das empfindet. Also, wir haben hier einmal den Meister des Bogens. Ne? Das ist hier ein Bogenschütze. Ich zeige euch den einmal, dass ihr den auch erkennen könnt. Das ist wie eine Elfe. Ne? Der hat so Elfenohren. Ich denke da ein bisschen an, heißt der Legolas bei Herr der Ringe. Der hat so ein bisschen was von dem Herr der Ringe Elf, der ja auch da eine große Rolle gespielt hat, von Orlando Bloom damals gespielt. Und da steht es natürlich, dass du auf dein Ziel gerichtet sein sollst und dass du Intentionen haben sollst. Also das, worüber wir eingangs schon ein bisschen geredet haben, deine Intentionen sollten klar sein, damit du dein Ziel auch im Auge behalten kannst, dass du dich nicht irritieren lässt sozusagen, dass du weißt, was du sozusagen erreichen möchtest und dann einfach sozusagen auch hier ins Schwarze triffst, ins Weiße triffst, sagt man halt wohl offensichtlich im Spanischen. Um zu treffen, muss man erst fokussieren. Man muss also gerade Leute, die schon mal Bogenschießen gemacht haben. Wir hatten da mal eine Reportage, als ich hier noch für das Magazin gearbeitet habe damals. Und da geht es sehr darum, dass du halt dich auch wirklich deinen ganzen Fokus auf dieses Ziel richtest. Also wenn du Bogenschießen machst. Und hier geht es auch darum, dass du dir bitte darüber wirklich klar sein möchtest, was dein Ziel ist im Thema Liebe. Ne? Wie soll das genau aussehen? Und dass du deinen Fokus, also wirklich deine komplette Aufmerksamkeit, dem schenkst, was du haben möchtest. Und wir eingehend schon gesagt haben, nicht dem, was du nicht haben möchtest. Dazu haben wir La Mujer Sabia del País de las Maravillas. Das ist die Dame, die weiß, also die Dame des Wissens und des Landes der Wünsche und Miracles, Wunder. Und hier geht es um Integrität, Compromiso, also auch Kompromisse machen. Aber das ist hier, guck mal, das ist so ein bisschen Alice im Wunderland hier. Aber in alt, ne? Hier ist der kleine Hase von Alice im Wunderland. Also das sind mal hier schon mal 2 Filme nochmal, die ich hier irgendwie interessanterweise reinbekomme, was auch immer das für dich zu bedeuten hat. Oder ob da nochmal eine Nachricht in dem Film sonst für dich drin wäre.
Alice im Wunderland auf jeden Fall. Guck mal, das ist die Alice im Wunderland erwachsen geworden sozusagen. Aber sie ist trotzdem sozusagen, glaubt sie immer noch an, naja, an Wunder. Ne? Hier ist die Aufforderung für dich drinne, dass du dich selbst sozusagen auch selber nicht aufgeben sollst. Ne? Also, dass es auch okay ist, dass du anders bist, dass du individuell bist und dass du dazu stehen sollst, wer du bist. Das ist übrigens auch die Nummer 21, sehe ich gerade. Ne? 21 ist auch immer eine Glückszahl. Ja, wenn du die auch regelmäßig siehst, das Universum möchte dir dann darin was sagen. So, hier sitzt sie auf dem Fliegenpilz, darunter ist das Häschen, also nochmal ein paar Fliegenpilze. Ja, und der Fliegenpilz, der ist natürlich immer so der meistgezeigte Pilz, auch wenn es irgendwie halt um Wald und sowas geht, ne, in den Wald gehen. Aber der Fliegenpilz ist natürlich auch giftig, darf man nicht vergessen. Und ich glaube, hier hat man so ein bisschen, also auch mit dem, was ich vorhin irgendwie schon mit der Muschel und so reinbekommen habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es bei dir sein könnte, dass du jemand bist, der sich ja sehr zurückgezogen hat in den letzten Jahren, der durchaus mit sich hier mit Selbstliebe und so auch durchaus zufrieden ist und mit der Person, die du bist, durchaus zufrieden ist, dass du auch keine Lust mehr hast, dich für irgendjemanden zu verändern oder zu verstellen. Und das ist natürlich hier hervorgehoben als eine extrem positive Eigenschaft. Ne? Bitte behalte das bei. Du sollst dich für niemanden verbiegen, du sollst niemanden irgendwie einfach gefallen wollen. Ne? All dieses, oder wenn du immer noch das Gefühl hast, dass du sehr dazu neigst, anderen Leuten gefallen zu wollen oder dazu neigst, es anderen Leuten recht zu machen oder dass du das Gefühl hast, du kannst nicht sein, wer du bist, ist hier natürlich schon mal die erste große Aufforderung drin, dass du bitte, dass du bitte die Person sein sollst, die du bist, mit all deinen, auch Macken und mal deinen Sonderheiten vielleicht auch, ne, dass man hier so ein bisschen in dem Bild sieht, dass du, aber dass du mit diesem Fliegenpilz hier drin, das auf dem die so drauf sitzt und das Häschen aber immer noch so ein bisschen in diese Richtung guckt, habe ich natürlich auch drin, dass du natürlich auch viel überwunden hast, wahrscheinlich schon in deinem Leben, was Gift in deiner Umgebung angeht. Also, ne, Fliegenpilz ist ja auch nur so schön, weil er eigentlich anlockt und dann giftig ist. Also, dass du wahrscheinlich in deinem Leben viel Erfahrung hattest mit Menschen, also des anderen Geschlechts vor allem, je nachdem, was du jetzt bist und wenn du hier zuguckst. Wo du das Gefühl hattest, dass die dir eigentlich sozusagen dein Wunderland mehr kaputt gemacht haben, dass das immer darauf hinauslief, dass du irgendwie halt im Sinne emotional vergiftet worden bist von anderen Menschen. Und du hast jetzt halt das Gefühl, du stehst da halt drüber. Du hast da auch irgendwie draus gelernt, aber es ist halt hier so ein bisschen die Tendenz drinne, dass du auch anderen dadurch gar nicht mehr so richtig die Chance gibst, hier auch dein Herz zu treffen. Ne, oder dich zu bekommen, weil du bist sozusagen in deiner eigenen Welt, du bist in deiner eigenen Welt auch glücklich, du hast dir sozusagen dein eigenes Single-Universum geschaffen und da kommt auch hier irgendwie niemand so schnell rein. So, ne? Also hier, du willst ja auch gar nicht so wirklich getroffen werden von Amors Pfeil, habe ich das Gefühl. Amors Pfeil heißt für dich sozusagen Veränderung und ich müsste mich vielleicht wieder verbiegen für jemanden und jemand, da bin ich lieber allein, ich sitze lieber hier auf meinem Fliegenpilz und lache darüber, wenn irgendjemand versucht, überhaupt hier irgendwie Amors Pfeil auf mich zu richten. Weil ich da einfach irgendwie, das wäre für mich alles, was sich für mich wie ein Kompromiss anfühlt. Da habe ich auch keine Lust zu. Ich bin mehr wert als ein Kompromiss und das ist auch erstmal, wie gesagt, gar nicht falsch. Das ist nur das, was ich hier so reinbekomme. Dann habe ich die Energiekarte dazu noch gezogen und die heißt My Divine Action Incites Love and Harmony. Also hier haben wir sehr orange-rote Farben, Frequenzen für dich. Warte mal, es ruft mich jemand an. Also, weiter geht's. Wir haben hier dieses wunderschöne rot-orangene Licht, Frequenzbild. Das steht auch immer für die unteren Chakrasysteme, also für das Sakralchakra und das Wurzelchakra. Und hier wäre schon mal so eine Idee für dich, dass du daran einmal arbeiten könntest. Das kann man schon ganz einfach, indem man halt so richtige Musik dafür hört. Gibt es ganz viele Sachen auf YouTube auch drüber und da gibt es bestimmte Yoga-Übungen, die du machen könntest und auch einfach, indem du da sehr viel Liebe einfach auch reingibst in diese beiden Chakren und die stehen auch, es hat sehr, sehr viel mit Sicherheit zu tun.
Also wie sicher wir uns im Leben fühlen, wie sicher wir uns dann halt auch in der Umgebung mit anderen Personen fühlen. Ne? Weil wenn du immer das Gefühl hast, du bist sicherer, wenn du alleine bist und wenn du mit anderen Leuten zusammen bist, dann werden die hier sozusagen übergriffig in deine eigene Welt. Dann ist natürlich dein Sicherheitsgefühl auch so beschränkt auf die Sicherheit in dir selber, aber halt nicht die Sicherheit mit anderen Menschen. Und dann geht es halt ein bisschen darum, also so wie ich das hier bei dir sehe, dass du auflösen darfst, so Glaubenssätze wie andere Menschen werden mir energetisch gefährlich, andere Menschen wollen nicht immer nur mein Bestes, andere Menschen ja, wollen meine Welt sozusagen hier nur Unruhe in meine eigene Welt bringen und ich bin hier lieber alleine unterwegs. Das kann man auch machen, indem man Affirmationen sagt. Also die erste Affirmation ist, ich bin sicher da, wo ich bin. Ich bin sicher in einer Beziehung. Ich bin sicher mit anderen Menschen. Andere Menschen sind hier zu meinem höheren Besten. Menschen sehen, wie einzigartig ich bin. Menschen lieben mich genauso, wie ich bin. Ne? Also im Sinne von keiner will, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder gewackelt. Keiner will mich hier versuchen zu ändern. All das wären Affirmationen, die du dir jetzt zum Beispiel einmal gerne mit aufschreiben dürftest. Und jetzt lese ich dir vor, was auf dieser Karte steht. My divine action incites love and harmony. Also meine heilige Aktion, es kommt von Liebe und Harmonie. I'm aware of my thoughts and driven by positive forces. Ich bin mir bewusst über meine Gedanken und ich werde vorangetrieben mit positiver Forces, durch positive Energie, lass es uns so sagen. Und das klingt manchmal uns auch mal so komisch in der Übersetzung. I listen to my heart, ich höre auf mein Herz. My desire to manifest light transforms tests into growth. Mein sehnlichster Wunsch, Licht zu manifestieren, transformiert jeden Test, der mir gestellt wird, in Wachstum. Challenge into opportunity. Also ich fange an, Herausforderungen als eine Möglichkeit wahrzunehmen. And fear into love. Und ich bin in der Lage, Angst in Liebe zu transformieren. Das schreibst du dir bitte auch einmal auf. Also spul nochmal zurück und schreib dir das einmal auf, dass das für dich wichtig ist, dass du dir sowas sagst, dass du dir Gedanken weitermachst, dass du darauf achtest, was deine Gedanken sind, gerade wenn es darum geht, wie sicher bin ich mit anderen Menschen. Und unsere Gedanken, die wir haben, das ist auch nochmal wichtig, dass ich euch da nochmal mit euch drüber rede. Unsere Gedanken sind nicht wir. Also du bist nicht dein Gedanke. Dein Gedanke kommt von deinem Gehirn und dein Gehirn ist programmiert durch alle die Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast. Und dein Gehirn ist dafür da in dieser Welt, um dich auch zu beschützen. Also dich auch vor negativen Erfahrungen zu beschützen. Aber das Gehirn hat auch alles abgespeichert, was negativ war, gerade in deiner Kindheit. Also wenn du in der Kindheit zum Beispiel dich nicht sicher gefühlt hast innerhalb deiner Familie, weil du hier nicht so, oh, das war Katzi, weil du nicht so sein durftest, wie du sein möchtest und seitdem das Gefühl hast, dass du nur, wenn du alleine bist, du selber sein darfst, dann ist das etwas, was du schon als Kind gelernt hast und jetzt sozusagen als Teil deiner Persönlichkeit bereits akzeptiert hast und nicht mehr groß hinterfragst, ob das richtig oder falsch ist, weil es ist die Erfahrung, die du gemacht hast, die sich dann meistens im späteren Leben, im Erwachsenenleben weiter so manifestiert, weil du sozusagen deinen Fokus auf diese Erfahrung richtest. Diese Erfahrung mit anderen Menschen kann ich nicht ich selber sein. Wenn andere Menschen dabei sind, dann fühle ich mich schlechter, als wenn ich alleine bin, wenn ich keinen um mich herum habe. Und das ist aber das, und dann formt sich daraus sozusagen unser Charakter als sozusagen hier ein bisschen, hier ne, auch so ein bisschen die schrullige Einsiedlerin, also überspitzt gesagt. Aber das hat sich sozusagen, wenn du Liebe in dein Leben haben möchtest, dann musst du halt diesen Teil deiner Persönlichkeit insofern nicht aufgeben, aber transformieren in jemand, der sagt, ja, ich bin glücklich alleine, ich bin auch gut, ich bin auch froh, dass ich mich jederzeit mal in mein Schneckenhaus hier zurückziehen kann und dass ich mir meinem eigenen Heim mich wohl und sicher fühle und mich auch niemand anderen in diesem Heim, in meinem Zuhause brauche, um glücklich zu sein, außer mich selbst.
aber ich bin trotzdem bereit, jemand anderen die Tür zu öffnen in mein Schneckenhaus, in meine eigene Zauberwelt hier, weil ich weiß, dass die richtige Person all das, was sie dann da zu sehen bekommt, nämlich mich im Großen und vollen Ganzen, mit all meiner Schrulligkeit, auch genau das lieben wird. Sie wird jede Kleinigkeit an mir lieben und ich lasse auch diese Person sozusagen, dieser Person auch, gewähre dieser Person auch hier Zugang sozusagen zu meinem Herzen, also Amor sozusagen. Ich gebe Amor auch wieder die Möglichkeit, mein Herz zu treffen und mich den richtigen Menschen zu schicken. Und ich vertraue darauf, dass der richtige Mensch sich auch in meiner Gegenwart so verhält, dass ich mich sicher fühle. Aber dafür muss ich erstmal sozusagen, wir reden hier ja von Blockaden, diesen negativen Glaubenssatz überwinden, dass ich nur dann sicher bin, wenn nicht andere sozusagen zu sehr in in meine Komfortzone reinkommen, in meinen Tanzbereich hier, ne? Aber du kannst nur tanzen mit dem anderen Geschlecht, also das funktioniert nicht auf 3 Meter Entfernung, ja, so schon mal gesagt. Hier geht es wirklich darauf, dass du dich darauf konzentrierst, dass du deinen Fokus mehr darauf richtest, dass du über dich hinauswachsen möchtest, was vor allem dieses Thema angeht, wenn du denn Liebe in dein Leben haben möchtest. Und dass auch wenn Leute sich nicht gleich so verhalten, wie du es gerne hättest, du nicht gleich wieder in dein Schneckenhaus zurückziehst, sondern hier wirklich mit diesem, ich sehe das auch als Test des Universums, dass ich sozusagen, ich kann ja für mich aufstehen und weiterhin ich selbst sein. Und wenn es jemand anderen nicht gefällt, dann darf der auch gerne gehen, aber glaub mir, was zu dir gehört, bleibt auch bei dir. Also Menschen werden vielleicht davon irritiert sein, wenn du irgendwelche Dinge tust, die für sie nicht komisch sind, ne? Also hier, wie ich hier, Karten legen, so. Wird die vielleicht irgendwie irritieren, aber steh zu dem, was du bist und glaub mir, selbst wenn jemand erstmal irritiert weggeht, nimm es nicht persönlich, bezieh es nicht auf dich. Die meisten Menschen gehen nach Hause und entdecken dann zu Hause, dass du eigentlich was ganz Besonderes bist und dann verlass dich darauf, dass diese Person auch diese Besonderheit in dir sehen darf und das als Besonderheit wahrnimmt. Und selbst wenn hier nochmal irgendwie Herausforderungen kommen mit anderen Menschen, in denen du dich halt wieder getriggert fühlst, in diesen Ängsten, dass sozusagen man sowieso niemals sozusagen jemanden findet, der einen so toll findet, wie man ist, weil man halt eben anders ist als andere. Dann dreh das um. Jeden Tag, wo du so einen Gedanken hast, sagst du dir, es gibt jemanden in dieser Welt, der findet mich toll, weil ich so anders bin. Der liebt jede kleine Schrulle an mir. Und ich darf das auch zeigen und ich darf diesen Menschen sozusagen energetisch auch in mein Tanzfeld reinlassen, weil nur wenn dieser Mensch mich auch vom Kompletten und Ganzen sieht, kann er auch mein komplettes und Ganzes nur lieben. Okay, wir gucken uns noch Tarotkarten an für dich. Oh, das sind aber schon wieder viele. So, da gucken wir uns die sind alle hier. Also lass uns erstmal die rangucken, die nochmal hier in Richtung unserer Frau aus dem Wunderland gefallen sind, ne? Also ich sage auch immer, das habe ich auch neulich nochmal drunter geschrieben. Ich wollte eigentlich mal Kommentare noch vorlesen. Hier hat ein Mann geschrieben, oder nicht hier, sondern unter eins der letzten Videos. War so gemäß, ob das, warum ich oder wir, ich denke mal, wir meint damit generell die Tarot-Legerinnen von YouTube ja immer mehr mit den Frauen reden oder irgendwie so in die Richtung, um das nochmal zu sagen. Ich meine das natürlich immer so, dass du dich gerne auch als Mann angesprochen fühlen darfst, dass du hier die kleine Fee im Sommerland bist, sozusagen, im Wunderland. Aber oft, wenn ich sozusagen sehe, Mann, Frau, was ich jetzt in dem Fall vielleicht auch nochmal ausklammern könnte, dann sage ich es auch, okay? Und sonst nimm es bitte immer so, für dich auch als Mann, alles, was ich sage, gilt natürlich auch für dich.
Es sei denn, ich sage explizit hier Mann-Energie, Frau-Energie. Hier haben wir noch ein bisschen Mann-Frau-Energie drin, über die ich gleich ja nochmal ganz kurz dann sprechen kann. Hier haben wir dich aber erstmal, und das gefällt mir nämlich auf, weil jetzt haben wir hier natürlich wieder eine Frau, also in diesem Tarot dargestellt durch ein Mädchen, der Bube der Stäbe. Und der Bube der Stäbe, der spricht wirklich davon, dass man halt wirklich in die Welt rausgehen darf, sozusagen. Die Stäbe sind wieder eine Handlungskarte und hier steht auch schon Action, so, ne? Also ich sehe da drin so ein bisschen dieses, ne, hier die Kleine aus dem Wunderland, das ist dieselbe hier aus dem Wunderland, wieder so, das bist wieder du sozusagen. Und hier wird ein bisschen dir geraten, dass du hier dein Wunderland auch mal verlassen musst. Entschuldigung, ich muss irgendwie lachen, ich glaube, das ist jetzt irgendjemand von euch auch. Da muss mal dein Wunderstäbchen hier in die Hand nehmen und auf Wanderschaft gehen sozusagen, raus aus deinem Feenland und gucken, wo das Feenland draußen noch weitergeht. Ne? Also, wo wir am Anfang vom Herr der Ringe geredet haben. Ne? Die Hobbits, die wussten gar nicht, dass da draußen noch viel, viel mehr ist. Denen hat ihr Hobbitland gereicht und die waren auch glücklich im Hobbitland, aber der Onkel vom Frodo, wie hieß der? Billy Beutling? Bilbo. Bilbo hat sich gesagt, nein, ich gehe raus aus dem Auenland, es wird mir zu klein, ich muss mal gucken, was es hier noch so gibt. Und dann kamen erst die richtigen Abenteuer. Ne? Also wenn du das Abenteuer Liebe entdecken möchtest, dann musst du halt das Auenland auch mal verlassen, dein eigen aufgebautes kleines Auenland, das kleine Feenzauberland. Und auch mal vorausgehen und auch mal gucken, wo denn hier noch so Wunder sind. Also ich finde schon sehr interessant, dass die hier auch so dieses Alice im Wunderland Kostüm so ein bisschen anhat. Hier haben wir die Temperance-Karte, also den Ausgleich. Und der lag hier zuerst umgedreht, als ich es umgedreht habe. Und das ist wichtig, deswegen, du hast ein Problem mit Geduld. Du darfst dir auch wirklich mehr Geduld nehmen. Du darfst du darfst sozusagen auch dich darauf verlassen und mehr in diese Energie gehen, was ich vorhin schon gesagt habe. Was zu mir gehört, wird zu mir kommen. Was zu mir gehört, das werde ich aber auch finden, weil hier geht es ein bisschen um diese Idee, dass du auch ein bisschen, suchen darfst sozusagen. Also dass du auch ein bisschen rausgehen darfst mit der Aktion. Das ist nicht sozusagen, hat hier nicht diese Energie von der Postbote klingelt und ihr schaut euch in die Augen und dann fliegt der mit dir hier durchs Wunderland, sondern hier ist wirklich eine Aufforderung, dass du rausgehst und ein paar Abenteuer erlebst und dass du dem Ganzen aber auch Zeit gibst, ne? Dass du jetzt nicht rausgehst und sagst, okay, dann gehe ich jetzt mal nächste Woche wandern und dann kommst du frustriert nach Hause, weil da war wieder keiner, der dir gefallen hat. Hier ist die klare Aufforderung, dass du wirklich Geduld haben sollst und dass du dich darauf verlassen sollst, dass sozusagen dein Abenteuer Liebe dich auch finden wird. Aber dafür muss man halt ab und zu mal rausgehen. Und hier mit den 7 der Schwertern da drauf und den 5 der Kelchen habe ich halt genau das, was ich eben gerade schon mal sozusagen als Bestätigung nochmal drinnen liegen. Du hast so den Tendenz auf, und ich nehme an, es geht hier vor allem um Beziehungen, auf Beziehungen zurückzublicken und halt nur zu sehen, dass sie dir halt sozusagen nur geschadet haben. So kriege ich es hier wirklich rein als Schaden. Hier auch mit diesen 7 der Schwerter. Jemand schleicht sich sozusagen in der Nacht davon und nimmt mit, was er kriegen kann. Ne? Also jetzt andere Personen in dem Sinne. Dass du sozusagen das Gefühl hast, ne, du lädst hier jemanden in dein Wunderland ein und der klaut dir all deine Schwerter, so gesehen. Oder hier die hat ja auch den Stab in der Hand, ne? Übrigens interessanterweise. Aber hier ist auch nochmal die Aufforderung, dass du aus jeder Beziehung, die du geführt hast in deinem Leben und von jedem Menschen auch was gelernt hast und auch positive Sachen. Und du wärst mit niemandem zusammen gewesen, wenn da nicht auch positive Momente gewesen wären. Und das heißt nicht, dass du sozusagen da zurückblicken sollst und sagen sollst, ach, das war doch alles so schön. So nach dem Motto, nee, der war ja doch gar nicht so toxisch, sondern hier geht es wirklich darum, dass du auch einmal mitnimmst und jetzt auch gerne nochmal dir aufschreiben kannst, dass du danach nochmal darüber reflektierst, was dieser Mensch, auch wenn er am Ende nicht der Richtige für dich war und nicht gut für dich war, was er denn Positives hinterlassen hat. Ne? Also der hat ja hier zwar einiges mitgenommen, aber guck mal, der hat 2 Schwerter übrig gelassen und da sind auch noch die 2 Kelche, die nicht umgestürzt sind. Und wir haben ja nochmal die Nummer 2. Ich habe am Anfang schon gesagt, 2 ist hier eine sehr starke Energie schon drin. Also von sowohl 5 als auch bei den 7, ja, 2 lässt er zurück, 2 Kelche sind noch da. Für die eine oder andere Person von euch sind das vielleicht auch symbolisch die Kinder.
die du von dieser Person hast, die du gar nicht hättest diesen Menschen niemals in deinem Leben gegeben. Und hier ist ein bisschen die Aufforderung, also loszulassen und die Person sozusagen nicht mehr zu sehen, was diese Menschen alles nicht für dich getan haben, sondern das wirklich A, hinter dir zu lassen und B, auch dich wirklich darauf zu konzentrieren, was sie dir denn gegeben haben. Also selbst wenn sie was gestohlen haben sozusagen, energetisch in deinem Herzen, wie auch immer, haben sie dir vorher auch was gegeben, sonst wärst du nicht mit dieser Person zusammen gewesen. Und fokussiere dich auch wieder darauf, was andere Menschen dir bereitwillig gegeben haben oder was andere Menschen in dir gesehen haben oder was sozusagen da auch nicht, und selbst auch konzentriere dich nochmal darauf, was hast du daraus gelernt. Ne, was hast du aus dieser Beziehung gelernt? Im Ganzen, Großen und Ganzen, sowohl im Negativen als auch im Positiven, über dich selbst. Ne, schreib bitte nicht nochmal über die andere Person, da haben Menschen immer eine Tendenz zu, nach dem Motto, ja, der hat dies und der hat das und blablabla, sondern nein, geh in dich und überleg dir, was habe ich daraus gelernt und was habe ich davon mitgenommen und was habe ich bis heute daraus sozusagen profitiert. So, dann habe ich eben gerade nochmal gesagt, gut, wir könnten das, wenn hier Männer und Frauen zu gucken, kannst du das hier natürlich durchaus eher als die männliche Energie sehen, diese erste Karte. Ich habe ja auch über diese wesentlich länger geredet. Genau, deswegen nimmst bitte, wie es für dich harmoniert. Hier mit der Feder, mit dem Fokussieren. Und wenn das hier tatsächlich männliche Energie ist, dann geht es auch wirklich darum, glaube ich, dass einige Männer vielleicht, die zu gucken, auch den Hang haben, das Ziel aus den Augen zu verlieren. Also das Ziel wahrscheinlich ja doch eine langfristige und ernsthafte Beziehung zu führen. Und anderen Frauen also dass du vielleicht den Hang hast als Mann, anderen Frauen imponieren zu wollen. Frauen immer sozusagen, du vergisst, den Fokus darauf zu richten, was du von jemandem möchtest, was du dir wünschst von der Zukunft mit einer Frau und weniger den Fokus darauf lenken solltest, dass jede Frau, mal so blöd gesagt, die du triffst, die einigermaßen attraktiv ist, von dir begeistern möchtest, sondern es geht nicht darum, alle zu begeistern, es geht darum, die eine zu begeistern und dafür muss man aber auch fokussiert auf eine Person sein und nicht halt sich sozusagen mal wie gesprochen, wie es ja heutzutage ist, ne, bei Tinder alle einmal durchliken und hoffen, dass irgendeine sich dann schon, das eine dann schon sozusagen anbeißt hier, sondern, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder gewackelt habe, sondern wirklich sich zu fokussieren, hier den Fokus zu setzen auf das, was man möchte und dass man das anzieht, was man haben will und nicht indem man sozusagen hier den Pfeil auf einfach 5, 6 Frauen schickt, hofft, dass bei einer wird schon ankommen sozusagen. Das hier noch ein bisschen an die männlichen Zuschauer, was ich hier mit dieser Karte noch für die Männer reinkriege. Dazu habe ich den Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche, der steht dafür, dass hier ein liebevolles Angebot reinkommt. Also wenn du jetzt eine Frau bist und dieser Ritter der Kelche kommt hier sozusagen in deine Richtung, dann nehmen wir es bitte so, dass der Ritter der Kelche hier in deine Richtung läuft sozusagen. Also es wird jemand kommen, der dir auch mit einem liebevollen Angebot entgegenkommt. Wenn du ein Mann bist, worüber ich gerade geredet habe, hier geht es wirklich darum, auch dieses Pferd hat auch sowas Zartes, ne? Dass du dich hier, wie gesagt, fokussiere dich bitte auf das, was du wirklich möchtest, nicht sozusagen Qual der Wahl und hier, ich versuche einfach mal so viele Frauen wie möglich von mir zu begeistern oder so viele wie möglich kennenzulernen und irgendeine wird dann schon irgendwann anbeißen, sondern hier ist wirklich so, nein, nimm energetisch wirklich wahr, was du möchtest, sei dir darüber klar, was du möchtest, setze deine Intention, was du möchtest und wenn du dann diese Frau hast, versuch sie nicht zu imponieren, sondern versuch ihr zu imponieren mit dem, wer du bist und was du zu bieten hast, sozusagen, emotional. Dann habe ich dich hier nämlich nochmal drin, deswegen glaube ich sehr, dass das hier auch an meine Männer geht, nochmal als der Herrscher. Ne? Der Herrscher ist sozusagen, ist nicht der versucht, andere zu dominieren. Das ist der Herrscher in seiner ziemlich negativen Energie. Der Herrscher ist der sozusagen weiß um seine maskuline Energie. Das ist der sich... mit Größe sozusagen agiert. Hier, ne? Der Legolas, der fürs Gute kämpft.
der gesehen wird, einfach weil er präsent ist in dem, was er ist. Also dasselbe, was ich hier über die Lady schon gesagt habe, ne? Wenn du einfach die bist, die du bist, egal wie, ne? Also wenn du dir hier bunte Klamotten anziehst und zwei unterschiedliche Strümpfe dazu und dir gefällt das, dann ist das doch, muss es dir einfach egal sein, was andere dazu sagen. Und es wird Leute geben, die finden dich genau deswegen toll, weil du die bist, die rumläuft wie Pippi Langstrumpf sozusagen. Und das Gleiche gilt für euch Männer. Also wenn du sollst sozusagen hier auch sitzen bleiben. Ne? Guck mal, der bleibt sitzen, die kommen zu ihm. Du musst nicht durch die Gegend rennen und deinen Pfeil überall versuchen hinzuschießen, in der Hoffnung, irgendeiner wird schon landen. Und das wird dann hoffentlich, da wird schon irgendwo eine Tolle dabei sein. Sondern hier wirklich bei dir bleiben, auch mal sitzen bleiben, im richtigen Moment auf die Person zugehen, aber dich sozusagen in dir und in deinem Körper präsent fühlen. Und für die Frauen ist das genau das, was du anziehen möchtest. Du möchtest jemanden anziehen, der präsent in sich selbst ist, der sich selbst sozusagen gut findet, so wie er ist, aber nicht auf eine herrische, dominante Art, nicht auf eine Macho-Art, eben nicht der irgendwie wild durch die Gegend schießen mit irgendwelchen Pfeilchen, sondern hier geht es wirklich Acht der Pentacles, ne, auch um jemanden, der durchaus sozusagen an sich selbst arbeitet, aber auch sozusagen beruflich Dinge macht, die ihm Freude geben, die ihm weiterhelfen, auf die er auch fokussiert ist, was er macht. Er ist sozusagen, ja, er kennt, der in seiner Arbeitswelt auch wirklich angekommen ist. Und dann habe ich hier noch den Ritter der Schwerter drin. Den Ritter der Schwerter, der hat so ein bisschen hier auch so ein böses Gesichtsausdruck, finde ich. Und das Pferdchen hier sieht aus wie zwei Gesichter. Das sollen, glaube ich, einfach nur die zwei Augen sein, aber für mich hat er gerade so zwei Gesichter. Hier haben wir auch einen mit so einem Tattoo auf dem Oberarm. Das ist, glaube ich, könnte für die eine oder andere Person hier auch so eine Warnung sein. Wenn du einen Oberarm-Tattoo-Mann da gerade um dich herum hast, dann ist der das nicht, auch wenn du das hier vielleicht gerade irgendwie gehofft hast. Für alle anderen ist hier, oder beziehungsweise gerade für euch Männer, ist hier nochmal ein bisschen drin, ja, irgendwie dieses forsche Vorangehen und so nach dem Motto, ich will das jetzt aber erreichen, was wir hier auch schon drin hatten mit dieser Geduldskarte. Ich will das jetzt, das hat jetzt zu funktionieren, warum funktioniert denn das nicht? Also es ist bei euch beiden, also bei allen beiden hier so, Männer und Frauen, die zugucken. Warum funktioniert das einfach nicht? Das kann auch manchmal funktionieren, ne, wenn man sozusagen mit dem Kopf durch die Wand will, aber langfristig stößt man sich dann nur sozusagen Beulen an den Kopf, ja? Das ist nicht schlimm, immer hier auch wenn es um berufliche Ziele geht, ne, auch mal voranzupreschen. Und es ist auch nicht schlimm sozusagen auch mal zu sagen, was man will und was man nicht will. Aber achte auf deinen Tonfall, ist hier die Nachricht drin. Achte auf das, was du tust. Du könntest hier sozusagen andere Menschen verletzen und wenn du zu schnell voranpirscht und an Menschen über die Grenzen von anderen Menschen rüber pirscht, weil du jetzt etwas haben willst und jetzt sozusagen bestätigt haben möchtest als Beispiel, dass diese Person mit dir zusammen sein will und sie es jetzt aktuell aber noch nicht gesagt hat und du wirst deswegen giftig, wird diese Person sich vermutlich hier tendenziell wieder aus dem Staub machen, aber nur deswegen, weil du ihre Grenzen überschreitest dann. Hier, 9 der Kelche haben wir nochmal, also nicht nochmal, aber das ist genau die Energie, die auch hier reinkommt. Das ist diese Selbstliebe-Energie, das ist nach dem Motto, ich bin gut so wie ich bin, hier, ne? Guck mal, und ich habe es gerade gesagt, hier, ne? 2 unterschiedliche Socken, die hat 2 unterschiedliche Hosenbeine, ne? Also auch gerade, wenn es irgendwie um dein Styling geht, ne? Zieh dich so an, wie du möchtest, nicht wie andere dir sagen, wie du dich anziehen solltest. Kleine Anekdote aus meinem Leben fällt mir dazu ein, das ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich in meinen 20ern. Mitte, Ende 20er, muss man dazu sagen. Und ich habe echt am liebsten, habe ich immer so Sachen getragen mit Piratenkram. Ich habe es schon immer so mit Piraten gehabt, das war bevor Fluch der Karibik kam und jeder sozusagen sich sein Totenkopf-Shirt gekauft hat. Ich komme ja auch noch aus Hamburg, ne, St. Pauli, dieses Symbol, ich fand das immer cool. Ich bin immer mit solchen Sachen rumgelaufen, habe immer so Boots angehabt. Ich habe mich nicht dick geschminkt, weil das war so mein Ding. Und dann hatte ich so Freundinnen, die gesagt haben, Daike, du findest aber so nie ein, die Jungs mögen das nicht, die wollen, dass man sich ein bisschen weiblicher anzieht und komm, ich schmink dich heute mal, bevor wir weggehen und komm, ich gebe dir hier mal Klamotten von mir, ach, guck mal, wie hübsch du plötzlich aussiehst, ne, so, also total lieb gemeint, ne, gar nicht jetzt irgendwie negativ gegen meine Freundin, das war, glaube ich, wirklich immer lieb gemeint von ihr.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich dann irgendwann, also dass ich mich ja einfach nicht so richtig wohlgefühlt habe. Und selbst wenn mich irgendwelche Männer dann angesprochen haben, war das halt auch überhaupt nicht die Sorte Mann, die mich irgendwie interessiert hat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und dann war es so, dass ich einen Abend wieder verabredet war mit denen und ich dachte so, hab da irgendwie irgendeine Klamotte, war ich mit denen einkaufen hier, ne, bei Zara hat man natürlich gekauft, bei Zara irgendwas Schicki gekauft und ich gucke mich im Spiegel an und ich denke, das bin nicht ich. Und ich ziehe mir einfach wieder den Klamotten an, die ich davor schon immer anhatte. Und noch einen obendrauf. Ne? Also hier die Boots angezogen, die punkigsten Klamotten, die ich im Schrank gefunden habe. Dann habe ich mir die Augen dunkel geschminkt und die Lippen knallrot angemalt und bin los. Und hier nicht so ein bisschen rosa Lippenstift und so. Und ich komme in den Laden rein und da ist ein Typ, den kannte ich schon von Jahren vorher und den fand ich immer gut aussehen, muss ich sagen. Aber der war auch so bekannt mit meinem Ex-Freund, deswegen war es so ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte. Aber er hat mich echt nicht wiedererkannt, weil der hat einfach überhaupt kein Gesichtergedächtnis gehabt, wie ich dann auch selber festgestellt habe später. Also er hat sich dann auch meinen Freundinnen jedes Mal aufs Neue vorgestellt. Und auf jeden Fall komme ich rein und der guckt mich an. Und dann gehe ich mit meiner Freundin vorbei und dann sagt er zu seinem Freund, das ist die schönste Frau, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Hast du die gesehen? Und das Ding ist, der Typ, also das hatte natürlich dann noch eine relativ, das war ich meine größte Liebesgeschichte oder in meinen 20ern bis Anfang meiner 30er meine große Liebesgeschichte, sozusagen Seelenverwandter, aber auch alles sehr schwierig, toxisch und ich wäre nicht in Mexiko, sagen wir mal, wenn das sich am Ende ausgegangen hätte. Aber tatsächlich war das jemand, der auch so angezogen war wie ich und wir hatten eigentlich ziemlich identischen Kleiderschrank. Nur er für die Jungs und ich für die Mädchen sozusagen. Und damit will ich nochmal sagen, lass dich auch nicht irgendwie von irgendjemandem sagen, wie du auszusehen hast oder wie du besser aussehen würdest oder dass du doch mal eine andere Frisur machen sollen würdest, weil es gibt diesen Menschen da draußen, der findet dich genau so, genau mit den Klamotten wunderschön. So, das war sozusagen meine Geschichte dazu. Dazu habe ich hier die Papes, heißt die hier, das ist aber die hohe Priesterin. Wir kennen sie als hohe Priesterin. Und ja, die hohe Priesterin sagt dir nochmal, hier auch neben der Geduldskarte, dass es wirklich darum geht, dass du an dich glaubst, aber auch, dass du halt diese Vision davon hast, mit deiner Geduld aber auch arbeitest, nicht ungeduldig wirst, eine klare Vision dafür hast, was du in deinem Leben haben möchtest. Hier, dann habe ich hier den Stern umgedreht gesehen, das ist ein bisschen Hoffnung nicht aufgeben, aber ich sehe es jetzt ehrlich gesagt in dem Kontext jetzt auch ein bisschen so, dass du vielleicht auch nochmal überdenken sollst, wer wirklich sozusagen dein Typ Mann ist. So, wir waren hier am Anfang bei Orlando Bloom. Ne? Ich nehme das jetzt als Beispiel. Ne? Ich persönlich ist das jetzt auch nicht mein Typ Mann, aber ich nehme es jetzt mal als Beispiel. Vielleicht ist hier jemand Orlando Bloom-Fan, dann schreib mal rein Orlando Herzchen. Aber Menschen, und das sage ich bei Männern und bei Frauen, ist oft die Tendenz, dass wir so eine extreme Wunschvorstellung davon haben, wie jemand aussehen soll. Und dann vergessen wir aber gerne, dass es eigentlich nicht darum geht. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin auch jemand, der glaubt, dass du eine gewisse sexuelle Anziehungskraft zu jemandem haben solltest, damit das Ganze funktioniert. Ich kenne Leute, ich hatte selber so Geschichten in meinem Leben, logischerweise, wo man dann mit jemandem zusammengekommen ist, der so gar nicht der Typ war, weil das halt sozusagen gutes Herz hatte, weil man super miteinander klargekommen ist. Aber ich persönlich, und das aber wirklich das könnt ihr bitte auch dazu schreiben, wie ihr das seht. Ich habe aber trotzdem immer das Ding gehabt, wenn ich da nicht so, ich meine, ich war in meinem Leben 3-mal Feuer und Flamme. Der eine, der ist jetzt der mit mir hier in Mexiko ist, der andere ist der mit den Klamotten, mit den Lederjacken und Totenkopf-T-Shirts. Den war ich Feuer und Flamme und das war dann auch schon immer, ne? Also ich meine Leidenschaft und Optik, da muss man halt immer aufpassen, dass es halt nicht nur um die Optik geht, ne? Das ist hier so ein bisschen die Tendenz. Pass auf, dass du nicht zu sehr danach rennst, was du dir optisch erträumen würdest hier, ne? Den Orlando Bloom sozusagen. Und guck auch sozusagen, ne? Also, ne? Sei nicht so oberflächlich, um nur nach etwas zu gucken, was dich optisch total anspricht, weil das ist natürlich am Ende mit nicht so viel gefüttert im Zweifelsfall.
Andersrum glaube ich persönlich, aber da gebe ich jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung zu, ne? Das ist jetzt sozusagen separat von irgendwelchen hier Energien. Ich persönlich habe aber auch in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass wenn das sozusagen von vornherein nur so eine freundschaftliche Ebene hat und du findest den eigentlich nie wirklich attraktiv und dann entwickelt sich das halt irgendwie weiter. Also ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen, ist es halt am Ende auch nie so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ja, mit dem möchte ich das den Rest meines Lebens verbringen, das ist er. Also da braucht man schon eine Mischung aus beiden. Dennoch ist hier ein bisschen die Aufforderung an dich. Punkt A, mit der Königin der Schwerter umgedreht gesehen und diesem Herz-Sternchen umgedreht gesehen, dass du ein bisschen von deinem hohen Ross runterkommst. Entschuldigung, dass ich das so sage. Also hier ist ein bisschen diese Tendenz von deinem hohen Ross runterkommen und andere Menschen nicht danach zu beurteilen, sozusagen zu oberflächlich zu beurteilen. Ich will hier wirklich niemandem zu nahe treten, aber das liegt hier drin. Also bitte sei auch sozusagen so und siehe, dass auch jemand, der nicht aussieht wie Orlando Bloom, der Richtige für dich sein könnte. Dann habe ich dich hier dazu liegen kommt dann der König der Stäbe. Der König der Stäbe, ne? Wir gehen jetzt hier wieder, das rede jetzt nicht nur an die Frauen, ich rede jetzt auch wieder sozusagen mit an die Männer. Ne? Habe ich ja schon gesagt, das gilt hier auch als Frauen, als Männer, für die euch Männer. Ne? Bitte hier nicht nur nach Angelina Jolie Ausschau halten. Davon gibt es nicht so viele. Also Angelina Jolie ist, finde ich, persönlich gesehen dazu noch eine herausragende Persönlichkeit. Also die ist das Gesamtpaket, finde ich jetzt persönlich. Nehmen wir mal jemanden ein bisschen seichteren, Heidi Klum, ja, also ich meine, mit Heidi Klum will ich nicht verheiratet sein, sagen wir es mal ganz ehrlich. Da kann sie noch so hübsch aussehen, also würde ich jetzt als Mann so empfinden, so, um mal klarzustellen, was ich damit sagen möchte. Der König der Stäbe, der ist ein Mann und auch da geht es nochmal darum, was du bitte visualisieren sollst, was du haben möchtest. Das ist ein Mann, der auch kommt, der auch tut, der auch macht. Das ist der Handwerker. Ne? Das ist eben nicht der Schönling, der gut aussieht und vorm Spiegel steht und nur gut aussieht. Das ist auch der Mann, der zu dir kommt, wenn dein Auto nicht funktioniert und mit dir in die Werkstatt geht. Okay? Das ist damit gemeint. Das ist ein Typ, der machen kann, der auf dich zugehen kann. Und auf den sollst du dich hier bitte konzentrieren. Das wäre das sozusagen, was für dich hier angezeigt ist, als was Männliches, was reinkommt. Und als die Männer wieder, ne, bitte hier, sieh dich selbst auch als der Macher. Sieh dich als der Macher. Jemand, der sozusagen, ne, der da ist, wenn man ihn braucht, aber halt auf gute maskuline Art, ohne da irgendjemanden eben immer diese Überzeugungsarbeit leisten zu müssen. Ja, der Page, der Kelche ist natürlich auch wieder so nach dem Motto, hat ein bisschen was hier von Sassiness, ne? Also ein bisschen so frech sein, sich ein bisschen auch, ja, sich halt auch wirklich mal, ja, ich weiß es nicht, so richtig kriege ich die Karte gerade nicht, um ehrlich zu sein. Kommt dazu mit den 4 der Schwertern und den 10 der Schwerten umgedreht, das heißt, das darf jetzt rausgehen. 4 der Schwerter sind halt auch nochmal so dieses sich sozusagen zu sehr darauf konzentrieren, was in der Vergangenheit alles falsch gelaufen ist. Sich sozusagen, ja, hier so ein bisschen aufs Totenbett begeben, im Sinne von, ich muss hier eh nicht mehr raus, ich will hier eh nicht mehr raus, das Liebe tut sowieso immer weh. Hier ist wirklich die klare Aufforderung, das zu überwinden. Ne? Überwinde das. 10 der Schwerter geht raus, soll überwunden werden. Überwinde diese Idee, ich glaube, das ist eine deiner größten Blockaden, dass wenn du jemanden in deinem Leben hast, das dir nur wehtun wird. Das ist sozusagen dein unterbewusster Glaubenssatz, der weiter mitläuft, der dich dazu bringt, dass du energetisch, auch wenn du es teilweise nicht merkst, auch das liegt hier in der Königin der Schwerter mit drin, dich mehr isolierst energetisch, als du es vermutlich merkst, auch von anderen Menschen. Also auch wenn du in der Gruppe bist, hast du vermutlich diese ich brauche niemanden Energie um dich herum. Und hier um diese Energie sollst du dich bitte kümmern. Damit Sachen hier auch wieder ja, sich beschleunigen können. Entschuldigung, jetzt haben wir ein bisschen Probleme weiter zu legen. So viele Karten habe ich nämlich hier. Machen wir es mal nach oben, ne?
So, jetzt liegen sie nicht ganz so ordentlich mehr. Aber das sollte ja nicht so schlimm sein. Ich hole mir die jetzt trotzdem Four of Cups, weil sie hier auf dem Pagen drauf liegt, den ich eben gerade nicht so verstanden habe, wo ich mir die vorhin mal beiseite gelegt hatte. Aber wahrscheinlich genau deswegen. Die 4 der Page spricht genau davon. Der 4 der Kelche, Entschuldigung. Dann haben wir hier den Buben der Kelche. Hat wieder diese Energie nicht sehen, dass dir eigentlich schon was reingereicht wird. Ne? Also hier sei mal so frech und guck, was da eigentlich schon da ist. Hier haben wir drinne liegen, dass du gar nicht siehst, dass das Universum dir eigentlich permanent sozusagen hier den Kelch vor die Nase hält. Dir permanent eigentlich wahrscheinlich Möglichkeiten gibt, hier irgendwie dein Wunderland mal für ein neues Abenteuer zu verlassen. Und du diese Chancen einfach gar nicht ergreifst, weil du immer denkst sozusagen, naja, der muss, wie gesagt, der Prinz, der soll zu mir angeritten kommen und der soll auf meiner Tür sitzen. Also auch nochmal der Hinweis hier von euch, wenn es bei euch schon jemanden bestimmten in eurem Leben gibt, für den ihr euch eigentlich interessiert und in den ihr eigentlich verliebt seid. Und nochmal, das ist hier egal, ob Frau oder Mann. Dann warte hier bitte nicht darauf, weil wir haben hier, wie gesagt, auch die Aktionskarte gleich am Anfang gehabt. Wir haben diesen hier drin. Dann warte bitte nicht darauf, dass diese Person jetzt wieder kommt, wieder ankommt und sich entschuldigt und tralala und schalala, sondern hier ist auch mal deine Zeit, zu sehen, dass diese Person durchaus schon wahrscheinlich Gesten in deine Richtung gemacht hat und dann diese Gesten auch anzunehmen und nicht einfach beleidigt sitzen zu bleiben. Ich glaube, das geht jetzt an die ein oder andere Person hier, wahrscheinlich an eher ein oder zwei, aber die Person wird wissen, dass sie damit gemeint ist. Diese Person hat dir durchaus schon ein Angebot gemacht, die hat dir wahrscheinlich schon eine Nachricht geschickt und du machst hier sozusagen weiter die beleidigte Leberwurst und hier ist so ein bisschen die Tendenz drin, naja, so ist das, machst du es der anderen Person unnötig schwer. Für alle anderen heißt das wirklich so, du hast manchmal die Tendenz, gar nicht zu sehen, dass das Universum dir schon permanent, der Kelch steht, ne, für Liebe, dir schon versucht immer irgendwas zu zeigen oder dir Wege zu weisen, was du machen solltest oder Ideen gibt, wo du hingehen könntest, Thema Abenteuer, dir vielleicht auch schon irgendwelche Einladungen geschickt hat irgendwo hin oder sonst was, aber du siehst sie einfach nicht. Du bleibst einfach zu Hause sitzen und meckerst dann aber am nächsten Tag darüber, dass du einfach keinen Mann findest oder keine Frau findest, die zu dir passt. So kriege ich sie rein. Dann habe ich hier den Wagen, das ist doch super toll. Wir haben hier und dazu noch den Mond, den König der Schwerter, die Gerechtigkeitskarte. Das ist der Magier und der Eremit. Also nochmal große Karten am Ende, einmal durchweg. Das ist auch heftig. Nee, einmal außer der König der Schwerter. Sie war umgedreht. Ich gehe da sofort drauf ein. Also der Wagen steht immer für relativ schnelle Energie. Ne? Der liegt hier auch ein bisschen mit auf diese Karte für mich drauf. So auch von den Farbwelt. Und so fällt mir es auf, dass sie zusammengehören könnten jetzt, weil wir sie so legen. Hier geht es auch um deine finanzielle Angelegenheiten, dass du dich darauf konzentrieren sollst, was dir Spaß macht, also sei es jetzt beruflich oder als Hobby, ne? Dass du damit sehr viele Energien löst, wenn du einfach dich wieder ins Handwerk machst. Wir haben am Anfang hier über meine Kerzen geredet, ne? Da können wir auch über sowas reden, also mit den Händen arbeiten sozusagen, um sozusagen bei dir zu sein, um in den Moment zu kommen, um sich an den Moment, ne? Sei in dem Moment, ist auch immer hier diese Geduldskarte natürlich, im Moment sein. Und damit, dass du dir die Zeit nimmst, in deinem Moment zu sein und in deinem Moment sozusagen etwas zu kreieren, ob das jetzt beruflich ist oder ob das sozusagen Hobby ist oder sonst was, wirst du sozusagen Energien relativ schnell auflösen und Energien in Bewegung bekommen, die jetzt aktuell geblockt sind. Dann haben wir den Mond hier liegen und ich würde den Mond auch nochmal wirklich hier, ne, auch mit den Schwertern hier dazu, hier geht es wirklich darum, auch mit dem nächsten Vollmond, oder Vollmond im Skorpion. Ich weiß nicht, wann der jetzt ist, weil ich den Skorpion bekomme, weil der Skorpion da so doll rauskommt. Warte, lass mich gucken, wann der Vollmond im Skorpion ist. Der wird wahrscheinlich im November sein. Also hier könnte ein Hinweis auf November sein, bis November. Lass mich mal gucken, kurz voll. Muss der ja eigentlich, ne? Vollmond im Skorpion müsste dann eigentlich November sein. Oh nee. Der ist im April, Entschuldigung. Vollmond ist am April im Skorpion gewesen. 24. April. Falls da irgendwas war, bitte guckt nochmal, was am 24. Nee, guckt bitte nochmal, was um den 24. April rum war.
Darum gilt es noch, irgendwas aufzulösen. Am 24. April rum bitte einmal auch aufschreiben und nachgucken oder nachdenken, was zu der Zeit war. Da ist ein Thema, das du noch auflösen sollst, bitte. Und den König der Schwerter daneben sitzen. Der König der Schwerter ist, wie gesagt, jemand, der distanziert ist. Der sich sozusagen nicht so richtig entscheidet für das, was er, also beziehungsweise auch der Einzelgänger ist, ne? Auch ein Einzelgänger ist. Vielleicht hat das irgendwas mit dieser Person zu tun. Generell ist natürlich der Mond auch immer eine gute Phase, um zu manifestieren, um nochmal nachzudenken. Im Vollmond ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, welcher Zyklus jetzt zu Ende gehen soll und welcher jetzt neu anfangen darf. Und bei Neumond ist immer Zeit zu loslassen. Ne? Da darfst du nicht, also ein Vollmond ist dann auch loslassen, so. Und Neumond ist immer die Zeit, also wo wir uns darüber bewusst werden dürfen, aktiv Intentionen setzen dürfen, was wir in unser Leben ziehen möchten. Und ich würde dich wirklich bitten, das von nun an zu praktizieren. Vielleicht eben bis November. Und mal gucken, ob du dann schon merkst, wie sich energetisch bei dir Sachen ändern. Ich hatte den Magier und diesen König der Schwerter hier. Ich hatte die hohe Gerichtskarte da umgedreht gesehen zuerst und dann den Eremiten. Nochmal diese Einzelgängerkarte hier. Ich glaube, dass es hier wirklich wichtig auch für dich ist, dass du auch wieder daran anfängst zu glauben, dass Dinge von oben geführt sind. Wenn du nicht daran glaubst, dass du von etwas Höherem Hilfe bekommst, dass es was ändert daran, wie du denkst, dass deine Gedanken deine Realität kreieren. Wenn du nicht daran glaubst, dass sozusagen jemand für dich Richtiges in dein Leben kommen könnte, dann machst du es dem Universum auch sehr schwer, es dir zu bringen. Also wenn du die komplette Hoffnung aufgibst, aber trotzdem irgendwie Kartenlegungen siehst und dann aber drunter schreibst nach dem Motto, das ist doch eh alles Scheiße und Schwachsinn, dann weiß ich ja schon, dass du nicht daran glaubst. Also Entschuldigung, dass du nicht sozusagen gewillt bist, darüber überhaupt nachzudenken. Und das geht natürlich jetzt an die Person, die das hier wieder gerade vorhatten, drunter zu schreiben. Weil ich es ja regelmäßig habe, ne? Bitte hier keiner sich angegriffen fühlen, sondern weil ich genau sowas immer wieder habe. Hier, guck mal, da muss ich gleich nochmal reingehen. Ist halt wirklich dieses, wir müssen unsere Glaubensmuster ändern und unsere Ideen über uns selbst, die geformt sind aus unserer Vergangenheit. Ansonsten werden wir die gleichen Erlebnisse immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder anziehen. Und dann wundern wir uns darüber, warum wir beim 100. Mal kein anderes Resultat bekommen haben als die 99 Male davor. Einstein hat mal gesagt, ne, mach nicht immer, wenn du alles mit demselben Bewusstsein immer und immer wieder machst, dann wundere dich nicht, dass das Ergebnis sich nicht ändert. Bewusstsein, Consciousness war in dem Satz mit drin. Consciousness, dein Bewusstsein für dich selbst, dein Bewusstsein dafür, wie du die Umwelt siehst, dein Bewusstsein dafür, dass du zuhörst, was du so den Tag über denkst und wann du gut und wann du schlecht mit dir selber sprichst oder auch über andere, also auch über das andere Geschlecht. Also wenn hier einer auch neulich drunter schreibt nach dem Motto, das F-Wort über Frauen, seine Ex-Arschlöchin oder irgendwie sowas geschrieben hat, fand er wahrscheinlich lustig, ne? Statt Ex-Lochin oder irgendwie sowas. Habe ich halt dem Mann dazu mitgeteilt, dass wer immer nur negativ über andere redet, also auch über seine Ex-Partner, der aber redet, kann doch nicht erwarten, dass da positive Resultate sozusagen kommen, also energetisch, wenn ich immer ganz schlecht über das andere Geschlecht rede. Dann wird das Geschlecht auch genauso wieder immer auftauchen. Also Sätze wie Männer sind alle Arschlöcher wird dafür sorgen, dass du den einen Nicht-Arschloch bekommst, weil deine Affirmation war, alle Männer sind scheiße. Alle Männer sind Arschlöcher. Ich weiß, wovon ich rede. Also es waren auch meine Sätze mal. Wenn du diesen Satz aber jedes Mal sagst und immer wieder wiederholst, ja, da hast du doch schon alle, also wenn alle Arschlöcher sind, wo soll denn der eine herkommen, der es nicht ist? Verstehst du, was ich meine? Also änder solche Sätze. Wenn du glaubst, alle sind Arschlöcher, dann sag alle Ärsche außer meiner, auch wenn er nicht existiert bisher in deiner jetzigen Realität, er existiert irgendwo da draußen und du wirst ihn nicht als lieben, netten Mann in dein Leben manifestieren und das gilt ebenso für euch Männer, wenn alle Frauen scheiße sind, dann hast du ja schon sprichst du doch ins Universum, alle sind scheiße. Wie soll denn eine gut auf dich zukommen?
Ja, also das ist nochmal ganz wichtig, das hier einmal wirklich hier nochmal an den Mann zu bringen, weil das ist hier das Karte, ne? Wenn du das nicht änderst, wenn du nicht daran glaubst, die war verkehrt rum zuerst, wenn du das nicht anerkennst, dass das Universum gerne für dich arbeiten möchte, aber dass du es ihm sehr schwer machst, wenn du ständig negative Glaubenssätze, gerade über das andere Geschlecht sprichst, dann ist diese Energie halt, dann bleibt hier das sozusagen die Liebe mit dem König der Schwerter auch in der Distanz. Dann muss der auf seinem Berg sitzen bleiben, weil wenn sie alle Arschlöcher sind, kann er ja nicht vom Berg runterkommen, weil ein Arschloch bleibt auf dem Berg sitzen. Entschuldigung für diese Wortwahl hier, aber ich hoffe, ich kriege jetzt sozusagen rüber, was ich euch sagen möchte. Wir haben den Magier daneben drüber liegen, also genau das, worüber ich rede. Arbeite mit deiner eigenen Magie. Sei damit zufrieden, ne, Eremit alleine zu sein. Du bist damit schon durchaus in Ordnung, alleine zu sein. Und das ist auch gut so. Aber nimm diese Zeit alleine, um dir darüber klar zu werden, was du willst und deine Intentionen ganz klar ins Universum zu setzen. Auch wenn du jetzt vielleicht noch 1 oder 2 Monate oder auch vielleicht noch ein Jahr alleine bist oder vielleicht auch noch 2 Jahre. Nimm dir jeden einzelnen Tag dafür, an dir selbst zu arbeiten und die richtigen Affirmationen ins Universum zu spicken. Und das beides sollte ich mir nochmal angucken. Es ist hier die Orange und die Orange ist mir gerade nochmal hier so reingeblinkt. Also der Ritter der Kelche, der kommt natürlich hier eben in dieser Aktion von, das gilt für dich jetzt egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ne? Also in diese Aktion zu kommen von, ich bin in der Lage, auch aus meinem Herzen heraus zu geben und aus meinem Herzen heraus zu sprechen. Ich muss mich nicht verschließen. Ich muss auch nicht der König der Schwerter oder die Königin der Schwerter sein und immer an Distanz gehen und hier von anderen erwarten, dass sie in meine Wunderwelt kommen, während ich mich eigentlich gar nicht raustraue. Das ist hier so die Quintessenz. Hier ist eine große Essenz drin davon, dass es auch darum geht, dass du auf andere Menschen zugehst und dass du das tust mit der Energie deines Herzens, weil du jetzt bitte anfangen, ne, weil hier bitte die Aufforderung ist, dass du dir diese Zeit nimmst für dich selbst, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten, dass du nicht sozusagen so selbst sein darfst, sondern ich darf ich selbst sein und die andere Person in meinem Leben, die in mein Leben kommt, die liebt mich genauso, wie ich bin und dann bin ich aber auch in der Lage, ne, hier meine Schüchternheit zu überwinden und dieser Person auch tatsächlich aus meinem Herzen heraus zu sprechen. Ich kann mit dieser Person aus meinem Herzen heraus sprechen, weil unsere Herzen sind miteinander verbunden und die Person versteht die Energie meines Herzens, so wie ich die Energie ihres Herzens verstehe. Auch das darfst du dir gerne nochmal aufschreiben. Und dann holen wir dir noch eine Affirmation und dann schließen wir die Legung. Die war jetzt ja auch wirklich lang gewesen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Bitte schreib mir was runter. Bitte hinterlass den Daumen nach oben. Ne? Du weißt, wir sind hier, ich habe bald 1000 Follower, dann habe ich ja zumindest hier mal auch das Erstziel bei YouTube erreicht, aller YouTuber. Bitte abonniere und unterstütze mich dabei. Und dann kommt noch deine Affirmation. My productivity stems from inspiration. Also meine Produktion kommt von meiner Produktivität kommt von meiner Inspiration. When I focus on what brings me joy, my tasks become effortless actions. Wenn ich mich auf das konzentriere, was mir Freude macht, dann wird alles für mich ganz einfach sein. Ja, das ist, glaube ich, hier was ich hier mit dieser Energie auch drin hatte. Aber gucken wir nochmal, was ich zur Liebe bekomme. Und übrigens, ich blende euch jetzt nochmal meine Produkte ein. Falls euch das interessiert, folgt dem Link. Ihr unterstützt mich natürlich damit. Also das habe ich auch alles entworfen. So. I am in sync with the flow of life. Ja, ich gehe mit dem Fluss des Lebens. Ne? Ich vertraue auch dem Fluss des Lebens. Auch hier geht es bei dir drum. Vertraue dem Fluss des Lebens und trau dich raus. I bring peace with me wherever I go. Aha, ich bringe Frieden mit mir, wo immer ich hingehe. Also andere Menschen betrachten mich als jemand, der ihnen auch Freude macht. Auch das ist eine Affirmation, die du dir sagen kannst. Ich bin für andere Menschen Frieden. Strahle Ruhe aus, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Andere Menschen fühlen sich von mir angezogen aufgrund meiner positiven Art. Aber hier steht viel mit Ruhe. Also vielleicht bist du auch jemand, der sehr schnell als hippelig und aufgedreht wahrgenommen wird oder genau andersrum als zu schüchtern wahrgenommen wird. Wenn du das Gefühl hast, andere halten dich immer für zu schüchtern, dann sag nein, die anderen sehen halt meine Größe in meiner ruhigen und gelassenen Art.
bist du nicht der gelassene, ruhige Typ, dann, ne, ist das oft ja auch etwas, was wir sozusagen, weil wir aufgeregt sind, in der Gegenwart von anderen, fangen wir viel an zu reden. Dann hol einmal tief ein und tief aus, ein und atme aus und sag, nein, ich bin einfach so, wie ich bin ich präsent und ich muss nicht hier anderen immer irgendwas beweisen, ne, was wir hier auch bei den Jungs von euch mit drin hatten. Owning my power inspires others to do the same and I'm not afraid to shine. Ja, meine Kraft, also dadurch, dass ich zu mir stehe, ne, was wir darüber geredet haben, weil ich zu mir stehe, inspiriere ich andere, dasselbe zu tun. Ich habe keine Angst davor zu leuchten, ne, zu strahlen. Ich habe keine Angst davor zu strahlen, wenn ich bei anderen Menschen bin. Wenn ich rausgehe, strahle ich. Wenn ich unter anderen Menschen bin, gebe ich ihnen Kraft und Ruhe. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, sehen sie meine innere Schönheit. All das sind Affirmationen, die du dir jetzt bitte aufschreibst, am besten nochmal an deinen Kühlschrank hängst und dir jeden Tag einmal durchliest. So, das war sehr, sehr lang. Wow, das wird, glaube ich, jetzt hier die längste Legung, die ich hier gemacht habe, wenn das bei den anderen so weitergeht. Naja, okay, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Hallo Nummer 2. Du hast dir hier als erstes mal hier meine Kerze ausgesucht mit dem Mädchen, das die Augen zumacht und träumt. Und gefüllt ist diese Kerze hier mit Kristallen und einem kleinen, ja, ich nenne es mal ein kleines Buschbäumchen. Ein Bäumchen soll es sozusagen darstellen. Und meine Idee bei der Kerze war, dass man sich auf seine positiven Gedanken konzentrieren sollte, ne? Das ist hier schon mal eine ziemlich klare Nachricht, durch alleine, dass du diese Kerze genommen hast, dass es sehr wichtig ist, mit welchen Gedanken du deinen Kopf füllst so über den Tag. Und dass du auch wirklich die Kraft der Manifestation nutzt, ne? Also visualisiere, was du dir wünschst und was du haben möchtest von der Liebe. Und das ist zum Beispiel schon mal das allererste, was ganz, ganz wichtig ist, dass du das in deinen Lebensalltag integrierst. Manifestation durch Visualisierung ist hier wichtig. Dass du auf deine Gedanken achtest und mit was du deinen Kopf den ganzen Tag überfüllst. Ne? Füllst du den die ganze Zeit mit Trash-TV und den Nachrichten, dann gibst du ziemlich viel Raum an Sachen, die dir eigentlich die ganze Zeit nur erzählen, wie schlecht die Welt ist. Beschäftigst du dich mehr damit, in die Natur zu gehen und dich über die Blümchen zu freuen, hast du deinen Kopf schon wieder mit was Positivem gefüllt. Und auch die Gedanken über dich selber und über deine Umwelt sollten immer positiv sein. Also sollten immer darauf aus sein, dass du versuchst, sozusagen die schönen Dinge in der Welt zu sehen. Aber gucken wir mal. Dazu hast du das hier, das Blatt genommen, würde ich sagen. Für mich ist es ein Blatt. Könntest es auch als Feder interpretieren, weil seht ihr das jetzt nochmal hier, ne? Und das ist, nimm es, wie es resoniert, aber das heißt natürlich auch für mich immer, dass man Dinge auch gehen lassen darf, ne? Der Baum verliert die Blätter und verliert auch sozusagen einen Teil von sich, um am nächsten Jahr wieder neu zu erblühen. So, ja, guck mal, da haben wir passend dazu den Frühling. See your seeds grow, also sieh deine eigenen Samen wachsen, und das sind eben die Samen deiner Gedanken. Und Arrow, surround yourself with protective energy. Okay, da haben wir schon mal 2 Hinweise. Also erstmal das, worüber ich hier schon eingehend, was du dir eigentlich schon mit der Karte hier, da ist der Ventilator ein bisschen im Hintergrund, Entschuldigung, das ist heiß hier. Es wird jetzt ein bisschen Abend, ist ein bisschen kälter, aber wird kälter auch nicht, kann man so nicht sagen. Also, wir haben hier den Frühling drin liegen, und der spricht für mich für genau dasselbe. Ne? Die Farbe Lila, dieses dunkle Lila, ist für mich auch immer hier deine obere Chakra-Welt, ne? Dein Kronchakra, mit dem du sozusagen Dinge in dein Leben manifestierst. Und das eben, indem du wirklich hier die Kraft von Visualisierung benutzt, aber die Kraft deiner Gedanken. Ne? Dein Gehirn sitzt im Kopf, dein Gehirn produziert deine Gedanken. Und jeden Gedanken, den du pflanzt in deinen Kopf, ne, wie dieses kleine Bäumchen hier in ihrem Köpfchen, kannst du etwas Großen und wunderschön werden. Ne? Du musst dich das Ganze aber natürlich auch wässern und mit weiterhin sozusagen am Leben erhalten. Ne? Also sich einmal hinsetzen, eine Meditation machen, ich ziehe die Liebe meines Lebens in mein Leben.
und danach aber alles beim Alten zu lassen und auch an sich selbst sozusagen dann nicht weiter irgendwie zu arbeiten oder auch keine Sachen zu unternehmen, das wird dann am Ende halt auch nicht so viel bringen, erfahrungsgemäß. Aber hier habe ich drin, dass du das vermutlich auch schon tust. Also hier ist eine Bestätigung auch für alle, die durchaus schon damit beschäftigt sind, sich zu konzentrieren auf ihre Gedanken, zu visualisieren, Nachrichten, also Dinge zu sehen, wie vielleicht Louisa Hay oder Esther Hicks anstelle von den Nachrichten, dass du dich jetzt schon sehr durch auf den Weg begibst und dass du vielleicht noch gar nicht so siehst, dass das Ganze schon anfängt, langsam ja, Früchte zu tragen. Ne? Also hier diese Blümchen, die unter der Erde sind, die du mit der Kraft deiner Gedanken bereits gepflanzt hast, die werden jetzt langsam auch zum Vorschein kommen. Das sind vielleicht noch zarte kleine Ästchen und zarte kleine Knospen, aber das wird alles zu wunderschönen Blumen werden, wenn du weiter am Ball bleibst und weiter sozusagen an deinen Manifestationstechniken arbeitest. Dann haben wir hier Arrow Surround Yourself with Protective Energy. Also hier habe ich ein bisschen natürlich drin, dass du ein bisschen auch darum geht, dass du deine Energie ein bisschen schützt. Du bist vielleicht jemand, der dazu neigt, den anderen Menschen immer zu helfen und immer für alle anderen da zu sein und sich selbst dann immer ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Das wiederum zieht dann auch immer gerne Menschen an in das Leben, die dann aber auch eigentlich mehr so sind, du gibst denen den kleinen Finger und morgen wollen sie deinen ganzen Arm. Das sind nicht die Art von Menschen, die du in dein Leben manifestieren möchtest. Und es ist auch immer so, dass die Leute, die wir sozusagen, ja, wir ziehen natürlich auch immer gerne die gegenteilige Energie an, ne? Also die Menschen von uns, die dazu neigen, die gelernt haben, je mehr ich gebe, ich muss immer beweisen, dass ich liebenswert bin, dadurch, dass ich für andere Menschen tue und mache, sind leider halt auch die Menschen, die das andere Extrem anziehen, nämlich die Narzissten, die eigentlich andere Leute nur auslutschen wollen. Und hier ist tatsächlich so ein bisschen drin, dass du darauf Acht geben sollst, auch mit wem du dich sozusagen, auf wem du hier hilfst, mit welchen Menschen du Zeit verbringst. Ne? Füllen die deinen Kopf mit positiven Gedanken oder füllen die deinen Kopf eigentlich nur mit Stress, weil du denen permanent bei irgendwas helfen sollst, irgendwas für die tun sollst? Sind das Menschen, die dich unterstützen, die für dich nur das Beste wollen oder die in erster Linie immer für sich selbst das Beste wollen? Hier ist so der erste Hinweis darauf, dass du so einen Hang hast, Menschen in dein Leben zu ziehen, die nicht unbedingt gut für dich sind und dass du darauf ein bisschen besser achten solltest. Wir gucken uns mal deine Energiekarte an. Hier, da haben wir dieses wundervolle, orangene, strahlende Licht, das sprießt auch so richtig nach oben und das repräsentiert für mich ganz klar das Sakralchakra. Also egal, ob du männlich oder weiblich bist, hier geht es auch darum, dass du dich mehr mit deiner eben männlichen oder weiblichen Energie verbindest. Und dieses Energiecenter, das sitzt so zwei Finger unter deinem Bauchnabel, also auf gut Deutsch, wenn du eine Frau bist, so in deinem Uterusbereich. Als Mann halt genau da in deinen oberen Genitalbereich logischerweise, weil der untere, da hängt es ja runter, ne? Entschuldigung. Und hier kommt wirklich auch deine Kraft her. Also du darfst dich auch wieder damit verbinden, dich männlich zu fühlen oder dich weiblich zu fühlen, je nachdem, welchem Geschlecht du angehörst oder welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst, muss man ja heutzutage schon sagen. I work to improve myself, embrace all that life brings to me and transform darkness into light. I allow myself to grow and become stronger. Everything turns to light. Also, das ist das, was du dir einmal sagen darfst. Wir haben ja hier auch gesagt, du darfst gerne einmal Stift und Zettel nehmen und aufschreiben. Das wäre das Erste, was du dir hier zum Beispiel mal aufschreiben könntest. Ich arbeite daran, mich selbst weiterzuentwickeln. Ich kann alles umarmen, was das Leben mir bringt. Und ich bin in der Lage, Dunkelheit ins Licht zu transformieren. Ich erlaube mir selbst zu wachsen und stärker zu sein. Ne? Auch stärker hier sich abzugrenzen von Menschen, die nicht gut für dich sind. Stärker auch darin, mal Nein zu sagen, würde ich sagen. Aber hier geht es auch vor allem darum,
dass du halt, ne, worüber wir schon geredet haben, dass du anfängst, auch in den Sachen, wenn Sachen nicht so funktionieren, dich weiterhin auf das Positive konzentrierst. Ne? Also wenn du dich jetzt sozusagen, wenn das mit der Liebe aktuell nicht so funktioniert, dass du daran nicht den Glauben aufgibst, sondern dass du sozusagen auch in kleinen Dingen schon Zeichen vom Universum zum Beispiel siehst, dass der richtige Mensch auf dem Weg ist. Ne? Also dafür sind ja gewisse Zahlen sprechen zum Beispiel dafür 1111, 2121. Wenn du regelmäßig solche Zahlen siehst oder wenn du dir selbst sozusagen Symbole gibst, die für dich stehen, für die Liebe. Nehmen wir mal ganz platt Herzen. Und jedes Mal, wenn du ein Herz siehst, dass du dann auch wirklich dich einfach mal ganz kurz freust und sagst, okay, das ist das Universum, das möchte mir wieder ein Zeichen dafür geben, dass es daran arbeitet, dass die Liebe zu mir kommt. Das ist zum Beispiel ein ganz einfacher Trick, ne, wie du dich selbst auch sozusagen wieder regelmäßig in diese Lichtenergie statt in die dunkle Energie bringst, indem du dir auch einfach wirklich immer diese Zeichen siehst, die auch da sind. Ne? Deine Engel schicken dir permanent Zeichen, wenn du auf dem richtigen Weg bist. Und dass du dich schon alleine über kleine Dinge anfängst zu freuen. Ne? Also wenn man in einer Beziehung ist, dann neigen wir alle dazu, uns immer auf die Dinge zu konzentrieren, die nicht so gut laufen. Statt uns mehr auf die Dinge zu konzentrieren und uns auch darüber zu freuen, über die kleinen Dinge, die andere Menschen für einen tun. Konzentriere dich nicht immer nur darauf, was Menschen nicht für dich tun, sondern fang an, dich darauf zu konzentrieren, was Menschen für dich tun. Und wenn du siehst, dass da wirklich nicht viel zu holen ist bei jemandem, dann distanziere dich von diesem Menschen. Dieser Mensch ist es dann schlicht und ergreifend nicht wert, weiterhin in deinem Umfeld zu sein. Guck mal in deine Tarotkarten rein. Oh, jetzt ist mein Akku schon. Ja, mal hat der Akku schon rum, weil bei der ersten Legung habe ich 1 Stunde gebraucht. Das war also fast 1 Stunde. Das war ganz schön lang. Ich drehe mal um. Aber, ja, und diese Karten fallen auf diese Karten. Diese Karten fallen hier hin. Okay, wir haben hier einmal, dass sich die Energien bei dir sowieso schon ziemlich schnell transformieren werden. Also du bist hier einfach schon auf einem super, super guten Weg, ob du es glaubst oder nicht. Schon alleine die Tatsache, dass du wahrscheinlich aktuell angefangen hast, kleine Dinge in deinem Leben zu ändern, hast du schon angefangen, eine ganz andere Energielinie sozusagen zu wählen. Also eine ganz andere Zeitlinie als die, in der du vor noch warst, bevor du dich angefangen hast, auf deine positiven Affirmationen und sowas zu richten. Auch wenn du im Moment vielleicht noch nicht so einen Fortschritt siehst, da ist ein enormer Fortschritt schon in deiner Entwicklung, ein enormer Fortschritt in der ganzen Energie, die sich gerade transformiert. Und hier ist der Hinweis mit dem Mond, unterbewusste Themen anzugucken. Unterbewusste Themen, die du auflösen darfst jetzt und die du wahrscheinlich sogar relativ schnell und gut auflösen könntest, wenn du dich nur einmal um sie bemühst. Das heißt, ne, wenn wir hier dieses Liebesthema haben, die beiden Wölfe, die hier auf unterschiedlicher Seite stehen und sich sozusagen über den Mond hinweg anbrüllen und diese Meerjungfrau, die runtersinkt und dabei nach oben guckt, ne, ist wirklich so, dass du vertrauen darfst und dass du auch dich wirklich sozusagen im Vertrauen, dass du beschützt bist, einmal wirklich begibst in sowas, ja, für einige von euch vielleicht auch immer so was wie eine Hypnose oder sowas, falls du sowas planst zu machen, dann wäre das hier sozusagen ja eine Aufforderung, das zu machen. Hier spielen bei dir immer noch unbewusste Themen eine Rolle, die jetzt an die Oberfläche kommen dürfen, damit wir sie dann transformieren dürfen, ne? Weil mit diesem Wagen noch hier dabei hast du sowieso hier schon mal, also deine Ausgangsenergie ist tatsächlich schon extrem gut, sage ich einfach mal. Guck, wir haben auch auf dem Arrow und auf der haben wir die hohe Priesterin liegen, also auf dem Pfeil. Haben wir die hohe Priesterin für dich liegen, nimmt er denn noch auf? Ja, tut er noch, 20% Akku haben wir auch noch. Und die Karten, die machen wir auch mal so, dass du sie noch ein bisschen besser siehst. Ne? Mache ich mal weiter nach oben, dass sie zentral liegen. Und die hohe Priesterin.
Die hohe Priesterin sagt dir, dass du, also nochmal, die hohe Priesterin ist ja die Karte überhaupt, die von Manifestation und Visualisierung und was wir hier gerade alles hatten sprechen. Und dass du Meisterin deiner Realität bist und dass du auch sehr, sehr verbunden bist mittlerweile schon mit dem, ja, mit der universellen Kraft und mit der Kraft sozusagen Dinge in dein Leben zu ziehen, auf die du dich konzentrierst und die du visualisierst. Wir haben mit der hohen Priesterin aber halt eben auf diesem Arrow, surround yourself with protecting energy, auch liegen, dass du das auch bitte energetisch einmal machen solltest. Du hast wahrscheinlich hier wirklich hohes Priesterinnenpotenzial auch. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie eine Sternsaat, wie du bist wahrscheinlich in früheren Leben schon eine Priesterin gewesen und so weiter und so fort. Und du trägst das sozusagen in dir, auch vielleicht von deiner Ahnenlinie, könnte ich mir vorstellen. Und hier auch nochmal mit deiner Ahnenlinie vielleicht zu arbeiten, dass du die auch nochmal bittest, dich zu beschützen. Ne? Also mach ganz aktiv bitte, visualisiere auch um dich, dass deine Aura sozusagen geschützt ist, dass deine Aura hell ist und dass du sozusagen um dich herum eine Bubble hast, die Menschen abwehrt, die nicht gut für dich sind. Dass du dich wirklich energetisch bewusst schützt, weil du hast die Kraft dazu, du bist sozusagen in der Lage, energetischen Schutz um dich selbst aufzubauen, um gewisse Menschen einfach nicht mehr anzuziehen. Auf diesen Turn Everything into Light ist gefallen die 5 der Schwerter. Und hier habe ich für dich drinne liegen, ne, wenn wir hier um Themen reden, dass du dich zu sehr mit anderen Menschen vergleichst. Das ist die Karte, die davon spricht, dass man sich zu sehr mit anderen Menschen vergleicht, dass man denkt, alle anderen haben das, ich krieg das nie. Ne? Also Thema hier zum Beispiel, ich habe ja auch die Liebe weit nach einem meiner anderen Freundinnen gefunden. Ne? Die haben alle mit Ende 20 geheiratet, die sind auch alle noch verheiratet, muss man dazu sagen, bis auf eine. Die haben alle Kinder bekommen. Und so weiter und so fort. Die eine ist die Karrieregleiter noch zusätzlich hochgeklettert, schneller als jeder andere. Ne? Und dann hat man ja mal so die Tendenz zu sagen, warum die und ich nicht? Und hier ist der ganz große Hinweis, dass das eine deiner größten Blockaden ist, dich mit anderen Menschen zu vergleichen oder zu denken, warum können andere was oder das ist nur für andere, nicht für mich. Ne? Die Liebe, das mit der Liebe, das funktioniert nur bei jedem anderen, aber nicht bei mir. Das ist ein unterliegender Glaubenssatz, der dich sehr blockiert darin, deine Sachen in deine Realität zu ziehen. Und hier, ne, der Vergleich mit anderen, eines deiner unbewussten Themen. Vermutlich schon in der Kindheit so gewesen, ne, dass deine Eltern gesagt haben, guck mal, dein Bruder macht das alles besser. Guck mal, deine Schwester ist viel hübscher angezogen als du, ne? Guck mal, die anderen Kinder, die haben schon dies oder auch in der Klasse, innerhalb der Klasse, ne? Ich finde, das Schulsystem ist sowieso generell sehr, sehr schwierig für unser Selbstbewusstsein, weil davon profitieren immer ungefähr die 10 Kinder, die beliebt sind und alle anderen gehen sozusagen mit so einem kleinen Schadentrauma aus der Schule raus. Und wie ist es dann meistens im Leben? Ne? Also die Freundin mit der Karriereleiter und der Family und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch die in der Schule schon immer beliebt war, die von Lehrern immer positiv beurteilt worden ist und sowas. Und all sowas, was da gerade auch in unserer, meiner Meinung nach, also späteren Jugend passiert, wenn wir immer das Gefühl haben, wir stehen hinten an und alle anderen Mädchen werden mehr gesehen oder alle anderen Jungs kriegen die tollen Mädels ab, aber man selbst ist halt irgendwie nur so der Klassennerd. Dann ziehen wir das irgendwie immer weiter mit in unser zukünftiges Leben, weil natürlich auch mit 13, 14, 15, 16 wir immer noch extrem feinfühlig und sensibel dafür sind, also noch sensibler manchmal sogar, was andere Kinder, also jetzt geht es weniger um Familie, sondern um dieses ganze Umfeld, was wir uns aufgebaut haben dann, ne, in der Schulzeit, was die über uns denken und was die über uns sagen und was die alles bekommen und was wir alles nicht bekommen und dass der so schnell rennen kann, aber man selber kann nicht so schnell rennen und die hat schon viel mehr Brüste und die hat viel längere, schönere Haare und deswegen kriegt die auch die ganzen Jungs und so weiter und so fort. Und das sind alles so Themen und ich glaube, das ist ein Thema, was du dir bitte mal angucken darfst, diese ganze Schulzeit, Jugendzeit, dass du das einmal auflöst und sagst so nach dem Motto, nee, alles passiert für mich genau zur richtigen Zeit. Ich vertraue sozusagen, dass jetzt nur noch gute Sachen in mein Leben kommen. Ich habe mehr erlebt als andere und das ist ganz wichtig. Das gilt nämlich für ganz viele von uns.
Ich habe mehr erlebt als andere, weil ich in diesem Leben es mir zur Aufgabe gemacht habe, bevor ich hierher gekommen bin, mehr zu transformieren, mehr zu wachsen, mehr zu erfahren, mehr zu fühlen, mehr zu überwinden als andere, damit ich gestärkter, dass ich sozusagen als die stärkstmögliche Person in diesem Leben zu dieser stärkstmöglichen Person werden kann. Und wir werden nur zu starken Persönlichkeiten, wenn wir auch Hürden überwinden müssen. Wenn du keine Hürde überwinden musst in deinem Leben und dir immer nur alles zufällt, bist du ja mit 16, ne, bist du ja noch mit 66 die gleiche Person, die du mit 16 warst. Ne? Also ich finde, da fällt mir so hier die Familie Bundy ein, ne? Damals immer eine schrecklich nette Familie, wo er sich sein ganzes Leben lang immer darauf bezogen hat, dass er mal der Tollste im Football war. So, weil dann ist halt keine Weiterentwicklung da. Viele Leute bleiben ja auch in dieser Jugend, ne, wo alles schön und alles toll war, stehen und gucken, aber sehen sich halt selbst ihr ganzes Leben lang als die Ballkönigin. Aber da ist ja keine Weiterentwicklung da. Ne? Also wir sozusagen, du kannst doch heute immer noch die Ballkönigin werden, aber du deine eigene Ballkönigin. Ne? Also sieh dich selbst als die Ballkönigin deines eigenen Lebens und guck nicht, dass die andere schon vor 5 Jahren Ballkönigin war und du immer noch nicht Ballkönigin bist. Ne? Das ist diese Energie, die hier mit reinspielt. So, dann haben wir, da war vorhin noch richtig rum, da bin ich mir relativ sicher, als er rausgefallen ist, den Hierophanten liegen. Und der Hierophant, der spricht natürlich auch wieder von, wir haben hier sehr, sehr viele spirituelle Karten schon für dich drin liegen. Der spricht halt wirklich davon, dass man eben in dieser Entwicklung ist. Du bist jemand, der auf diese Welt gekommen ist, um sich hier weiterzuentwickeln, um Sachen zu lernen, um halt spirituell auch zu wachsen. Hier hast du 2 super spirituelle Karten drin liegen. Dass du jemand hier auf dieser Welt bist, der spirituell aufgefordert ist, zu wachsen, der spirituelle Gaben hat, um die es geht, die du ergreifen sollst und also die du erlernen und wieder annehmen darfst. Und das alles würdest du gar nicht machen, würde dein Leben dir immer nur alles zufallen, wärst du gar nicht in der Lage zu erkennen, dass du ein ganz anderes Potenzial hast als andere Menschen und dass dein Lebensweg vielleicht auch deswegen einfach ein ganz anderer ist als der von anderen Menschen. Und hier geht es darum, dass du diese spirituellen Gaben für dich selbst auch anerkennst und eben unbewusste Themen einfach anfängst, auch dir bewusst anzugucken, aber mit Freude. Ne? Also, dass du hier, siehst ja diese Freudekarte. Also, ich habe Freude daran, mich weiterzuentwickeln. Ne? Das ist ein Satz, den du dir aufschreiben kannst. Ich habe Freude daran, hier meine spirituelle Leiter hochzuklettern, sozusagen, zur Erleuchtung. Ich habe Freude daran, dass mir jeden Tag neue Einfälle kommen, die dazu beitragen, dass meine Persönlichkeit noch toller wird, als sie sowieso schon ist. Ne? Na, glaub an dich selber, glaub auch an deine Fähigkeiten, wirklich Dinge in dein Leben zu ziehen, durch Kraft deiner Gedanken, durch deiner Manifestation, weil diese Energie hast du hier ganz stark drinnen liegen. Mit dem König der Münzen, für die Frau jetzt gesprochen, die Männer, die auch einen gern Mann hätten und keine andere Frau, geht es hier wirklich darum, dass du auch visualisierst ganz genau, wie dieser Mann aussehen soll. Und dieser Mann soll vermutlich für dich einen ziemlich stabilen Charakter haben und auch schon eine gewisse Reife und einen gewissen Anspruch ans Leben und bestimmt auch also einen Status meine ich jetzt nicht, dass es dir wichtig ist, dass der Millionär ist und dass der dich schön zum Essen ausführen kann und dass er dir das Nagelstudio bezahlt. Ich glaube, so ein Typ Frau bist du nicht, sondern mit Status meine ich, der hat für das, was er hat, auch gearbeitet. Der ist auch einen weiten Weg gegangen. Der hat sich selbst alles erarbeitet, also auch in seiner männlichen Energie sozusagen sein eigenes Business gegründet oder was auch immer. Das ist nicht der Alkoholiker, den du der Kneipe nebenan triffst, das, was du möchtest. So meine ich das, sondern das ist jemand, der einfach schon eine gewisse persönliche innere Reife hat, jetzt mal unabhängig vom Alter. Also klar, der König der Münzen repräsentiert auch immer oft jemanden, der älter ist als du. Aber älter ist als du hat ja eigentlich nichts mit dem Alter unbedingt im Personalausweis zu tun, sondern hier geht es wirklich darum, um jemanden, der dir auch noch bei Dingen helfen kann, der dich unterstützen kann. Niemanden, den du hier, was du davor immer angezogen hast, durchs Leben mitschleppen musst, weil der es selbst nicht gebacken bekommt. Ne? Und dass du darauf dich auch wirklich konzentrierst, dass du dir das anziehst. Und für die Männer
oder die Menschen hier mit der männlichen Energie, sage ich es mal so, wieder, wie sagt man heutzutage, politisch korrekt, geht es wirklich darum, dass du dich selbst auch manifestierst als dieser Mann, als dein höheres Ich, der Mann, der Macher ist, der Mann, der auch alleine sein kann, ne? Dem die Treue eines Hundes reicht sozusagen, der einfach stolz auf das ist, was er selbst geschaffen hat, auch stolz auf sein Wissen ist, ne? Der sich Wissen angeeignet hat und der einfach sozusagen mit so einer Energie da sitzen kann und sagen kann, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich habe, ich weiß, dass ich viel weiß und ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, so, war ironisch gesagt, aber ne, so, dass du wirklich diese Energie, die du haben möchtest in deinem Leben, ne, also wenn du ein Mann bist, dass du diese Energie sozusagen für dich selbst annimmst, jeden Tag mehr und mehr und mehr mit diesem Hierophanten, und für euch Frauen, dass du dir jeden Tag mehr und mehr sagst, diesen Mann habe ich bereits an meiner Seite, ne, weil Manifestation funktioniert am besten, wenn wir in der Gegenwart sprechen, weil unser Gehirn kann auch nicht unterscheiden zwischen, wenn du in der Gegenwart sprichst, ist es etwas, was schon da ist. Und wir ziehen an, was wir sind. Wir ziehen nicht an, was wir wollen. Wir ziehen an, was wir sind. Also wer so einen Mann haben möchte, der muss auch die Frau sozusagen werden für diesen Mann. Und wer bist du an Seite dieses Mannes? Visualisier das. Du hast diesen Mann. Dieser Mann ist so und so und so. Wie bin ich, wenn ich mit ihm zusammen bin? Wie fühle ich mich? Wie trete ich auf? Wenn ich in den Spiegel gucke, wie sehe ich aus? Und wenn du ein Mann bist, dann halt, ich habe diese Energie. Wie fühle ich mich? Was ziehe ich an? Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel gucke? Was ist das Erste, was ich morgens tue? Ne? All das hilft uns dabei, uns mehr zu mehr da genau hin zu bewegen, wo wir hin wollen, nämlich in diese Richtung dieser Energie, die wir in unser Leben transformieren dürfen und reinziehen dürfen. Und da seid ihr halt schon auf wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Weg. Also das muss ich hier einfach mal so sagen. Ich hole euch mal Affirmationskarten dazu. Ups, da fallen sie schon. So, die erste ist: Guidance is available to me now. I know that angels, ancestors and spirit guides are always at hand. I do not walk alone. Ja, das ist, haben wir ja dir schon gesagt, ne? Also für alle, die nicht so gut Englisch sprechen, ich übersetze es nochmal. Hilfe, also Guidance, auch Hilfe im Sinne von übernatürliche Führung, ist für mich jederzeit verfügbar. Ich weiß, dass Engel, meine Ahnen und meine spirituellen Führer immer an meiner Seite sind. Und ich bin nicht alleine. Das darfst du dir jetzt noch einmal aufschreiben, ne? Also du hast eine sehr, sehr starke Verbindung hier zu Engeln, zu Krafttieren. Vielleicht hast du auch das Krafttier-Orakel gesehen. Du hast eine relativ starke oder du hast eine sehr starke Verbindung wahrscheinlich mit einem deiner Großeltern, die nicht mehr da sind, die dir auch versuchen, irgendwas sozusagen, die dir auch irgendwelche besonderen Gaben mitgegeben haben. Und ja, du darfst gerne mit Engeln arbeiten, ne, das, was sich sozusagen für dich richtig anfühlt. Aber hier ist ein großer Aufruf, dass du dir diese Gabe auch zu Nutzen machst. Zu deinem höheren Besten und zum Besten natürlich auch aller anderen Menschen um dich herum. I breathe calmly and easily. I'm safe in the moment. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz für uns alle, glaube ich, immer wieder. Weil das ist, glaube ich, etwas hier, ne, was wir auch hier mit diesem Sicherheit, ne, Sicherheit, darum geht es hier auch immer bei diesen Chakren. Und ich atme ruhig ein und ich sage mir selbst, ich bin sicher in diesem Moment. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Also für viele von uns ist halt das Thema auch immer wieder, dass wir uns einfach in dieser Welt nicht sicher fühlen. Nochmal, ne? Womit fütterst du deine Gedanken? Guckst du zu viel von diesen Nachrichten, was jetzt alles ganz böse und schlimm in Deutschland passiert? Das wird deinen ganzen energetischen Körper sozusagen in Unsicherheit und Angst versetzen. Ne? Rede auch mit dir selber, dass du sicher bist. Sag sozusagen, wenn du jemand bist, der mittlerweile sehr, sehr ängstlich ist und generell jemand ist, der sehr viel Angst sozusagen empfindet vor der aktuellen Weltsituation oder was auch immer, wirklich arbeite wirklich ganz doll energetisch auch mit deinen Schutzengeln. Ruf deine Schutzengel an und du wirst schon spüren, wie sich energetisch dein ganzes Umfeld ändert und deine ganze Attitüde. Auch wichtig, wenn du Angst hast, ne?
bevor du rausgehst. Atme ein, atme aus, stell dich auf, mach die Schultern zurück. Ja, ich kann das, ich bin sicher, mir wird nichts passieren. Ich bin immer gesichert, ich bin immer beschützt, ich bin beschützt, ich kann mich selbst beschützen. Das sind ebenfalls Affirmationen, die wichtig sind. I can't control the world, but I can control how I choose the perspective on it. Ja, also hier nochmal dieses Thema, ne? Auch mit diesen ganzen Augen, die einen sozusagen angucken. Wenn du jemand bist, der das Gefühl hat, dass sozusagen die Welt, der sich halt nicht sicher fühlt aktuell in dieser Welt, so kriege ich es rein für viele von euch. Nochmal, du entscheidest energetisch, wo du deinen Fokus drauf richtest. Ne? Auch hier, das ist auch der Fokus, der Pfeil. Den hatten wir bei den anderen übrigens auch drin, aber mit einer komplett anderen Karte. Aber da stand das für Fokus. Wohin du dich fokussierst, die Energie ziehst du an. Und auch wenn es sozusagen um Dinge geht, die einem in Deutschland nicht gefallen, ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, was bei vielen Menschen aber aktuell für viele Unsicherheit sorgt und Angst, dann hör auf, dich darauf zu fokussieren, sondern fokussiere dich auf das, was du in deinem Leben willst. Ne? Sag dir, du kannst dich selbst jederzeit beschützen. Wenn du zu sehr ängstlich bist, du dich nicht, dann ergreife Aktion. Dann geh zu lernen Kung Fu und vielleicht ist da dann auch der richtige Kung Fu-Lehrer für dich, wenn du weißt, was ich meine. Gib dir selbst das Gefühl, dass du dich jederzeit selbst beschützen kannst, sowohl energetisch als auch natürlich im richtigen Leben körperlich. Weil aus der Angst heraus sind wir handlungsunfähig. Angst macht uns handlungsunfähig. Angst ist immer und wird immer unser größter Gegner sein. Hier ist wirklich, ändere deine Perspektive auf Dinge. Da weißt du jetzt am besten. Aber hier geht es, wie gesagt, um andere Menschen, die dich irgendwie angucken. So kriege ich es, ne? Mit diesen Augen und so. Andere Menschen gucken dich an. Du fühlst dich zu sehr beobachtet. Du fühlst dich, als wirst du sozusagen immer wieder gucken, dass du dir irgendwie einen Fehler machst vielleicht auch. Dann erlaube dir selbst Fehler zu machen. Dann gib weniger auf das, was andere tun, wirklich. Sondern bleib hier wirklich ganz, ganz, ganz bei dir und was du willst. Atme ein, atme aus. Hier ist viel der Hinweis nochmal auch auf Atemübungen für dich. Dass du mit deinem Atem arbeitest, dass du lernst, dein Nervensystem zu beruhigen. Für dich ist das ganz, ganz wichtig, dass du lernst, dein Nervensystem zu beruhigen und aus diesem beruhigten Nervensystem dann eben diese energetische Schutzmauer um dich herum zu errichten. Okay? Das haben wir hier noch drin. Ja, bei dir ging es auf jeden Fall um einiges schneller als bei den anderen, aber ich gucke mal trotzdem deswegen jetzt noch einmal hier rein. Was haben wir denn hier noch? Auf dem Mond, okay, das ist gut. Ach, das sind ein bisschen sehr viele jetzt aber. Mann. Auf dem Mond, Ascending, Learning and Expansion, Transcending, Preparing for Union, New Phase. Ja, also hier, ne, wenn du jemand bist, der hier so in so einer Twin-Flame-Situation ist, dann Preparing for Union, dann heißt das sozusagen, und dann bist du hier wirklich, geht es auch nur um ein unbewusstes Thema, was hier noch aufzulösen ist, bevor ihr wieder zusammenfinden dürft. Aber generell geht es hier wirklich darum, dass du lernst und dich sozusagen ja energetisch ausdehnst, dass du dich wieder sozusagen, dass du transcending, heißt ne, über dich hinauswachsen, aber das ist halt auch transcending, spirituell sozusagen wachsen, die spirituelle Leiter raufkrabbeln, das ist das sozusagen, was gerade bei dir was du bitte auch weiterhin deinen Fokus machst. Mask, hiding the true feelings, pretend, delude, gaslight, personality. Ach, Old School ist interessant, ne? Schule, habe ich schon gesagt, aber das Old School heißt natürlich das nicht, aber ich sehe hier als erstes nur das Wort Schule gesehen. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in the head. Also du bist hier auch sozusagen angezeigt als jemand, der dazu neigt, sozusagen eine Maske zu tragen. Also das ist nicht böse gemeint, sondern halt, auch wenn es nochmal hier um Blockaden geht. Pass auf, dass du oder verbinde dich wirklich darin, auch frag dich selbst, journal darüber, eine nächste Frage, die du aufschreiben kannst. Wer bin ich, wenn ich keinen Namen, keinen Beruf habe und sozusagen
keine Geschichte in dem Sinne. Ne? Ich bin nicht das Kind von und Papi war immer so und meine Schwester ist so und ich bin die Ehefrau von. Das meine ich damit, mit Geschichte. Wer bist du? Wer ist dein authentisches Selbst? Was möchte dein authentisches Selbst sozusagen anderen Menschen mitteilen? Wie agierst du in der Welt oder würdest du agieren, wenn du dich komplett sicher fühlen würdest und nicht von anderen Menschen sozusagen beobachtet, eingeschränkt, gefährdet durch andere Menschen? In welchem Sinne auch immer, also sozusagen von der Gesellschaft generell, also von deinem größeren Umfeld oder von einzelnen Personen in deinem Umfeld, die versuchen, dich immer sozusagen am Arm zu reißen und dir zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Wenn du ganz du selbst bist und ganz für dich einstehst und dich in dieser Welt sicher bist, wie fühlt sich das an? Sei dieser Mensch, ne? Und dann wert es nach. Jeden Tag ein bisschen mehr. Wir dürfen von uns auch immer selber keine Wunder erwarten, ne? Also nochmal, ich glaube, ich habe das bei den anderen gesagt, nicht bei dir. Einen Tag sich hinsetzen und einmal irgendwie eine Manifestationsmeditation machen und dann sich darüber ärgern, dass sich nichts geändert hat im Leben, wird nichts bringen. Wir wachsen jeden Tag ein bisschen, wir machen auch immer wieder Fehler, wir fallen auch immer wieder in schlechte alte Verhaltensweisen zurück. Wir dürfen nicht so streng mit uns selbst darüber sein, aber jeden Tag, den wir einen kleinen Tippelschritt nach vorne gemacht haben, in unserer ganz persönlichen energetischen Expansion, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Jeden Tag, in dem wir wieder mehr verstehen, wer wir sein wollen in dieser Welt, als wer wir auftreten wollen, wie wir uns fühlen wollen, erstmal nur, ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir diese Person werden. Und dazu gehört eben auch, nicht andere Leute sozusagen davon überzeugen zu wollen, dass wir jemand sind, der wir gar nicht sind, sondern dass wir wirklich authentisch für uns selbst eintreten auch. Old School, wie gesagt, ich habe hier nochmal das Thema Schule reinbekommen für viele von euch, dass du dir bitte Schulthemen anguckst aus deiner Schulzeit. Hier auch mal mit dem Replaying Events in Your Head, also dass sozusagen irgendwelche Erinnerungen aus der Schulzeit sich unbewusst oder bewusst, teilweise denkst du da wahrscheinlich auch oft dran, vor allem jetzt, wo ich es wahrscheinlich angesprochen habe, auch hier mit diesen ganzen Augen, vielleicht Mobbing in der Schule auch und sowas, oder andere haben sozusagen über dich lustig gemacht, weil wie du ausgesehen hast oder irgendwie sowas. Das ist ein Thema, was sich bis heute sozusagen als Trauma in deinem Körper befindet, was du bitte jetzt ganz liebevoll nochmal angucken kannst und nochmal sagen kannst, was das für Vollidioten sind und dass du ihnen dann einmal sagst, dass du ihnen jetzt wirklich vergibst dafür, dass sie so eine Vollidioten waren und dass das jetzt aber auch in deiner Vergangenheit bleibt und dass es sozusagen nichts mit deiner wundervollen Persönlichkeit zu tun hat. Und dass sie wahrscheinlich auch nur neidisch waren, weil sie bereits gesehen haben, dass du hier irgendwelche Gaben hast, die du selber wahrscheinlich gar nicht sehen wolltest zu dieser Zeit. Ja, hier habe ich Girl with a Snake, Charmed Use, Girl with a Snake, hatte ich neulich schon mal drin. Wer weiß, wo es war, schreibt es bitte rein, damit die anderen sich das auch angucken können, weil da ist mir das schon nicht präsent gekommen. Die Priesterin mit der Schlange, die Schlange steht für Transformation, ist aber halt auch, kommt auch drin in der Medizin, ne? Ist auch der Schlangensymbol drin. Du bist das Mädchen mit der Schlange und wenn du jetzt Angst vor Schlangen hast, darfst du dir auch gerne das Thema angucken, weil das hat wahrscheinlich irgendwas mit deinem früheren Leben zu tun, kriege ich gerade rein. Aber hier geht es wirklich darum, dass du dich auch als Priesterin wahrnimmst und bitte natürlich als Priesterin des Lichts. Aber wir waren wahrscheinlich auch alle mal Priesterin mit dunklerer Magie. Und auch die steckt noch immer in uns und die kannst du aber auch durchaus auch benutzen, um dich selbst zu beschützen. Und damit meine ich nicht, andere zu verletzen, sondern sozusagen diese Schlangenenergie in uns drinne, so sehe ich sie, ist auch dafür da, dass wir sozusagen wissen, dass dieses Krafttier Schlange uns jederzeit beschützen kann, energetisch. Ich weiß nicht, ob das für dich Sinn macht, was ich gerade sage. Es macht wahrscheinlich nur für die Sinn, die da schon so ein bisschen so mehr Zugang haben. Deswegen, hier geht es wirklich nochmal darum, dass du dieses Schutzschild um dich aufbaust. Energetisch, bums, so. Ein energetisches Schutzschild. Kein Schutzschild von, ich gehe jetzt nur noch mit einer Pistole aus dem Haus. Ne? So meine ich das. Pokerface, taking a risk, options, not showing hand, gambling. Ja, du musst auch nicht immer jedem gleich sagen, woran er ist, aber
Und das Leben ist auch ein Spiel und gerade Pokern ist manchmal gar nicht so schlecht, um auch darüber, um sich selbst so gut unter Kontrolle zu bekommen. So habe ich es mal gemacht, wenn man es dazu neigt, zu impulsiv zu sein. Schach oder Poker immer eine gute Möglichkeit, auch Selbstkontrolle zu üben und auch wirklich fokussiert auf etwas zu bleiben. Hier aber auch, dass du ruhig mal ein Risiko eingehen sollst. Also ich nenne das hier ein bisschen als was Positives, auch weil ich es jetzt automatisch nochmal auf diese Energie gelegt habe. Also ja, geh auch mal ein Risiko ein. Hab nicht immer Angst, dass sowieso alles falsch läuft. Ne? Hier Cutting Ties, Moving, Receiving what you need, Progressing and Arriving. Schiff. Also hier geht es wirklich auch nochmal darum, dass, ja, was ich bereits gesagt habe, dass du hier mit irgendwelchen Leuten deine Karma-Verbindung lösen sollst, die dir nicht gut tun. Du weißt, wen ich meine, du weißt es selbst am besten. Menschen, die übergriffig irgendwie in deinem Leben sind, Menschen, die immer wieder in deinem Leben waren, auch die Karma-Verbindung mit Leuten aus deiner Schulzeit, die scheiße waren. Auf gut Deutsch mal so gesprochen. Grounding, Stability, Security, Performance, Growth, Endurance. Grounding. Grounding heißt Erdung. Du sollst dich erden, in die Balance zu finden. Erden ist für dich sehr, sehr wichtig. Wie erdet man sich? Erden tut man sich zum Beispiel schon ganz einfach, indem man mal, jetzt ist die richtige Zeit dazu, auch wirklich mal barfuß draußen rumläuft. Ne? Verbindung zur Mutter Erde spüren. Aber auch Erdung wieder sehr viel mit Atmung zu tun. Erden tun wir uns auch durch unsere Atmung. Indem, wenn du dich jetzt hinsetzt, ne? Ich denke, wir sitzen jetzt alle, wenn du es kannst, setz dich am besten auch in den Schneidersitz hin. Und dann spür mal wirklich hier auch wieder, wir sind wieder bei den unteren Chakren, atme wirklich mal in den unteren Bauchbereich rein, aber so wirklich so richtig in den unteren Bauchbereich und dann spür mal so richtig auch, wie du mit dem Pushy auf dem Stuhl sitzt und wackel auch mal vielleicht ein bisschen, dass du noch mehr merkst, wie du sitzt, wie du verbunden bist und dann streck dich, mach die Schultern nach hinten, streck dich nach oben, atme ein und atme mal richtig doll aus. Noch doller, ne? Und atme nach unten weg. Ne? Sozusagen lass allen Ballast los und spür sozusagen die Verbindung, die du zur Erde hast. Am besten ist, du setzt dich dazu auch auf den Boden und spürst es richtig und lässt so richtig los. Und spürst du die Verbindung zu Mutter Erde richtig, wie du mit Mutter Erde und Vater Himmel verbunden bist. Solche Übungen wären wichtig für dich. Als letztes habe ich hier noch für dich Phönix, New Face, Rekindle, Renew, Growth, Change, Mind, Rise from Ashes. Ja, also Phönix aus der Asche, ne? Also hier ist wirklich ganz doll für dich drin, dass du hier sehr, sehr, sehr auf dem richtigen Weg bist. Ne? Wir haben hier einmal das Thema drin, dass du nochmal alte Kindheitswunden, Schulzeit angucken solltest, bitte. Die Angst vom Außen ganz dringend angucken solltest, dass dir irgendwie, wenn du raus in die Welt gehst, ne, auch wenn es ums Reisen geht sozusagen, dass dir irgendwas passieren könnte, dass du wirklich das erlernst, richtig, wie du energetischen Schutz um dich aufbaust, dass du dich mit dem Thema jetzt bitte einmal beschäftigst. Und auch darauf vertraust, dass deine Engel auf dich aufpassen und dich beschützen werden. Ins Vertrauen gehen mit dem Universum, ins Vertrauen gehen, dass deine positiven Affirmationen, die du hier wahrscheinlich schon sprichst, Früchte tragen werden. Und wir haben dich hier, wie gesagt, dann als Phönix in der Asche drin. Ne? Also gerade wenn es um Liebesthemen geht, sei dir sicher, das ist noch nicht aller Tage Abend. Du wirst hier wie Phönix aus der Asche kommen. Ne? Also ne, je mehr du sozusagen dich mit deiner Manifestationstechnik verbindest und so mehr schneller wirst du hier vorankommen, so schneller wirst du ein Riesenresultat sehen. Und dann sage ich dir, dann werden die ganzen Leute hier aus der Schule aber ganz schön blöd aus der Wäsche gucken, was du nämlich dann in dein Leben ziehst, was die nämlich niemals bekommen werden. Du wirst nämlich der Phönix aus der Asche sein, weil du einfach in diesem Leben viel mehr gelernt hast, viel mehr spirituell auch gewachsen bist als diese Menschen. Und ups, und jetzt habe ich mich richtig erschrocken, das hat mich hier so rausgeholt, dass der Akku jetzt alle ist. Ja, genau, da habe ich aber auch eigentlich alles Wichtige gesagt. Offenheit, guckt mich hier gerade noch übrigens so an, lege ich dir auch noch mit rein, Offenheit, ne, das hatten wir nämlich hier auch ein bisschen diese Tendenz drin, dass du auch offen bist darüber, wer du bist, offen aber auch mit deinem Herzen kommunizierst, nicht immer Angst davor hast, dass andere Menschen dich verletzen, sondern dass du in diesen Glauben auch gehst, dass die richtigen Menschen auch die Schönheit deines Herzens sehen und dass du dann auch vom Herzen aus mit ihnen reden kannst, offen und ehrlich. Ich hoffe, das hat dir geholfen.
bitte sei so lieb und hinterlass auch dann immer einen Daumen nach oben, nicht nur bei mir, bei jedem YouTuber. Das ist sehr, sehr wichtig für jeden, der so Content macht. Ich habe auch meine Produkte vielleicht eingeblendet, wenn ich dran denke, weil ja, auch ich würde gerne meine Miete zahlen können. Hahaha. Und du bist meiner Manifestation, dass das hier alles ein großer Erfolg wird, indem du mich unterstützt. Und wenn dir zum Beispiel ein Bikini gefällt, den ich hier entworfen habe, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihn bei mir kaufst. Den gibt es nur bei mir zu kaufen. Ich habe den wirklich komplett selber entworfen. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe. So, herzlich willkommen. Nummer 3. Du hast dir ausgesucht, ja, diese Kartenkombination, die lag da drunter schon. Und das ist einmal die Hamsa-Hand hier in hellblau. Die Hamsa-Hand, die steht dafür, dass du beschützt bist oder dass du auch gerne nach Schutz bitten sollst, wenn du dich nicht beschützt fühlst durch dieses Symbol. Beschützt dich. Aber ich interpretiere sie hier so, ne? Es ist eine blaue, hellblaue, himmelsblaue Hand und du bist auf jeden Fall von oben beschützt. Allerdings muss ich sagen, dass ich leider bei der Kerze sind leider einige Risse drin. Und wir wollen jetzt natürlich mal gucken, wo sozusagen bei dir die Risse, die Blockaden sind, dass dein Schutz sozusagen, wo wir deinen Schutz wieder noch mehr aufbauen können. So. Dann habe ich mir überlegt, wer mir als erstes von meinen Abonnenten schreibt, dass er diese Hand gerne haben möchte, in die Kommentare. Dem werde ich diese Hand schenken, sobald sie nach Deutschland kommen kann, sozusagen. Ja, wenn ihr die haben möchtet, ich würde euch die schenken. Aber es kann ein bisschen dauern, bis sie bei euch ankommt, weil die müsste natürlich erstmal jemand mit nach Deutschland mitnehmen und euch dann schicken. So, dazu haben wir die kleine Eule. Die Eule steht immer für Weisheit und kann für dich natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung haben. Und wir schauen uns mal die Karten an, die du hier gewählt hast. So, wir haben einmal die Katrina, das ist die Rückkehr, 3710 sozusagen in der Quersumme und dazu die 21, die Gerechtigkeit, die Sinn. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, hatte ich nicht die 10 und die 21 auch schon davor? Ja, guck mal. Beim ersten Kartendeck, falls dich das auch interessiert, waren diese beiden Karten. Das ist auch die 21 und die 10, also das ist die 37, aber es macht ja zusammen 10. Und die 21, die kannst du auch immer gerne als Zeichen nehmen vom Universum, dass etwas auf dem Weg zu dir ist. Vor allem, wenn es um die Liebe geht. Das ist eine magische Zahl sozusagen, über die auch gerne deine Engel mit dir kommunizieren. Dann steht die Sinn, das ist die Karte für die Gerechtigkeit. Die steht aber auch dafür, dass man auch seine eigene Wahrheit reden soll, also die eigene Gerechtigkeit, gerecht mit sich selbst sein, gerecht mit anderen sein. Und die Katrina, das ist die Karte der Rückkehr, die steht auch für den Oktober, November, also für die Zeit, wo aller Seelen ist, fast überall auf der Welt und in verschiedenen Kulturen und Glauben tatsächlich so vorkommt, dass die Seelen aus der Anderswelt zu uns kommen, dass sozusagen die Dimensionen da am dünnsten sind und die Möglichkeit haben, zurück zu uns zu kommen. Der wundervolle Film Coco könnt ihr euch da mal angucken. Und ich möchte euch einmal vorlesen, was diese Karten zu bedeuten haben. Aus meinem Buch, ich habe das ja auch selber geschrieben, was alle diese Karten, ne? Und ich möchte euch einmal vorlesen, was denn die Nummer 37 für eine Botschaft für euch enthält. Muss ich es auch noch schnell finden, wäre noch schöner, ne? Ende von etwas, Transformation, Loslassen und eben der Tag der Toten, was ich dir gerade schon erzählt habe. Botschaft der Göttin Katrina. Lass los, was vorbei ist, aber lasse in Liebe los. Wenn du jemanden an die Welt der Toten verloren hast, sei gewiss, dass diese Person nun bei dir ist, nur in einer anderen Form. Katrina kommt zu dir, um dich daran zu erinnern, dass alles vergänglich ist, nichts von Ewigkeit, aber dass man das nicht betrauern soll. Im Tarot erscheint diese Karte auch oft als der Tod. Heute wird sie als Ende von etwas, Transformation und Wiedergeburt angesehen. Man kann Dinge, Menschen, Eigenschaften, Orte in Wut und in Trauer gehen lassen oder in Liebe. Angst vor der Vergänglichkeit wird uns leben. Sie bremst dich und lässt dich erstarren. Wer die Veränderung als Teil des Lebens sieht, so wie den Tod mit etwas
dem wird neues Leben geschenkt. Entschuldigung für das Gehaspel. Wer Menschen in Liebe gehen lassen kann, wird mehr Liebe anziehen. Wer den Tod des Ego stirbt, wird frei leben. Du musst lächelnd leben, dann kannst du glücklich sterben, sagt ein mexikanisches Stichwort. Diese Karte symbolisiert nicht das Ende aller Tage. Sie ist eine Aufforderung, über alte Verhaltensweisen und Wunden hinauszuwachsen und sich von ihnen in Liebe zu verabschieden und zu transformieren. Ahnenheilung kann hierbei ein Teil sein. Also es wäre wichtig sozusagen auch deine Ahnenthemen anzugucken, kommt hier durchaus schon durch. Und hier geht es durchaus darum, dass du aufhörst, immer noch sauer zu sein auf jemanden oder Menschen, die dich im Stich gelassen haben, kriege ich hier so rein, die dich verlassen haben, also auch sozusagen in Liebesgeschichten verlassen haben. Und sozusagen das Ganze einen Schlussstrich darunter setzt und sagst, ich manifestiere jetzt einen neuen Anfang. Das war Teil einer Phase meines Lebens und diese Phase ist jetzt zu Ende und ich komme jetzt in eine neue Phase meines Lebens. Lass uns die Syn noch dazu lesen und dann gehen wir auch gleich weiter in deine Legung. Syn ist die germanische Göttin der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Der wacht sie oft über jede Form von Gerichtsverhandlung. Ihre Intuition ist es, dass jeder Mensch in einem Streit die Wahrheit sagt. Syn ist auch die Torhüterin des Himmels, die Wächterin des Palastes der Göttin Frigg. Sie ist unparteiisch und hat ein Gespür für Wahrheit und Lüge. Sie ist immer auf der Seite der Gerechten, vor allem wenn jemand zu Unrecht etwas beschuldigt wird. Also hier kann es auch darum gehen, dass eine deiner Blockaden ist, dass du das Gefühl hast, dass Menschen immer sozusagen nicht deine guten Seiten sehen. Dass Menschen sozusagen, dass jemand oder dass deine Erfahrung in früheren, ich kriege auch frühere Leben rein, aber früher, vor allem jetzt in diesem Leben auch, ist, dass du das Gefühl hast, du wirst immer ungerecht vom Leben behandelt. Und wenn man immer sich ungerecht behandelt fühlt, dann zieht man mehr Ungerechtigkeit an. Also dann, wenn du zu sehr dieses Gefühl lebst von ich werde ungerecht behandelt, ist das eine Energie, die du rausgibst, die du raussendest und das Universum kann halt nicht unterscheiden zwischen das möchte ich und das möchte ich nicht haben. Und es fühlt nur die Energie von dessen sozusagen, worauf du dich sehr fokussierst. Und wenn Ungerechtigkeit etwas ist, also dass du das Gefühl hast, dass du immer von anderen Menschen ungerecht behandelt wirst, etwas ist, was in deinem Nervensystem so drin ist und jedes Mal wieder getriggert wird und diese Frequenz raussendet von ungerecht, dann hol dir diese Hilfe von dieser Göttin Syn auch wirklich, also arbeite auch gerne mit Göttinnenenergie und bitte sie um Hilfe, dass du Gerechtigkeit in deinem Leben anziehst. Und sage auch deine Wahrheit. Sage deine Wahrheit, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Und warum? Und sage das nicht sozusagen in Streit und Aggressivität, sondern sage sozusagen klar und deutlich, an dieser und dieser Stelle fühlte ich mich von dir ungerecht behandelt. Ich habe das und das gefühlt. Und Menschen haben auch niemals in Frage zu stellen, was du fühlst. So, ne? Sie können sagen, ich habe das nicht so gemeint. Die Menschen können sich gerne erklären. Aber lass dir von niemandem deine Gefühle absprechen, die du bezüglich Themen hast. Das ist auch wirklich sehr wichtig. Das ist auch wieder so eine Lehraufgabe, die ich auch gerade wirklich sehr versuche aufzunehmen und zu leben. Du hast ein gutes Gespür für Wahrheit und Täuschung. Dir macht keiner so leicht etwas vor. Dies ist dein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Du hast keine Angst, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken und du beschützt andere Menschen. Sei dir dieser außergewöhnlichen Fähigkeit immer bewusst. Du kannst damit auch vielen Menschen helfen. Sei auch mutig, immer deine eigene Wahrheit zu sprechen. Die Karte fordert dich dazu auf, in die Tiefe zu gehen. Dies gilt sowohl für ein Streitgespräch mit anderen als auch für dich selbst. Die Tiefen der Seelen zu überhören und stattdessen nach außen zu schauen, ist Selbstbetrug. Wir sind dann nicht mehr gerecht, denn wir ignorieren unser höheres Selbst und halt auch das von anderen. Also wenn andere über ihre Gefühle sprechen und andere fühlen sich von dir ungerecht behandelt,
auch wenn du das nicht in dem Moment einsiehst, versuch nicht sozusagen den anderen Menschen gleich den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ja, aber dann und dann hast du und dies getan oder ich habe das getan, weil du dafür blöd warst, sondern es ist ganz wichtig, dass wir Menschen anderen Menschen auch zuhören und verstehen, warum andere Menschen sich ungerecht behandelt fühlen, von uns auch teilweise. Lass es mich an der Liebe erklären, schreibe ich hier. Diese Karte zeigt ihre Trägerin doppelt. Da, so. Dies ist ein Hinweis auf eine Seelenzwillingsverbindung, die du vermutlich hast oder noch finden wirst. Eine Seele geteilt in männliche und weibliche Energie. Wer seinen Seelenzwilling begegnet, wird ihn zunächst als sehr unfair empfinden, denn er wird mehr als jeder andere Mensch reflektieren, was du heilen darfst. Statt diese Möglichkeit in Heilung jedoch zunächst zu erkennen, werden wir selbstgerecht. Mit dem anderen ist einfach immer was falsch, denken wir dann. Unsere Seele sehnt sich zwar nach diesem Menschen, doch das Äußere wie Freunde und Familie werden dir recht geben, dass er einfach nicht gut genug für dich ist. Die Wahrheit ist jedoch eine andere. Der andere ist nur so gut, wie wir zu uns selbst sind. Wenn deine Seele sich nicht nach einem anderen Menschen verzehrt, vor allem wenn ihr lange getrennt seid, wenn deine Seele sich nach einem anderen Menschen verzehrt, vor allem wenn ihr länger getrennt seid, dann hat deine Seele dafür einen Grund. Jegliche Form von Sehnsucht zu unterdrücken ist ebenfalls Selbstbetrug. Die Anerkennung, dass der andere nur eine Reflexion ist der Schlüssel zur Heilung einer jeden Beziehung. Und es ist hierbei egal, ob wir hier von Seelenzwillingen oder Arbeitskollegen reden. Vor allem der Beziehung aber zu uns selbst. Frage dich, will diese Person mich wirklich verletzen oder zeigt sie mir unwillentlich nur meinen wunden Punkt? Bring dich Ritual. Kannst du jetzt alles einmal bitte aufschreiben. Ich habe euch ja gesagt, ihr sollt bitte Zettel nehmen. Ich bin nur, der andere ist nur eine Reflexion von mir. Wo reflektiert er mich? Wo reflektiert er meine Wunden? Was reflektiert er, was ich über mich selbst nicht wahrnehmen, spüren möchte, was mich sozusagen klein fühlen lassen lässt, was mich wieder ungerecht behandelt fühlt. Und dann guckt die an, wo kommt diese Wunde her? Weil diese Wunde ist meistens nicht verursacht von eben der Person, die gerade dein Gegenüber ist, sondern diese Wunde liegt meistens viel, viel tiefer in deiner Kindheit. Und dieses ursprüngliche Trauma zu heilen, das ist immer ein ganz guter Anfang, um sozusagen mit solchen Situationen besser umzugehen und auch klar zu sehen, dass andere Menschen uns gar nicht immer angreifen möchten und verletzen möchten. Dass wir uns nur sehr schnell angegriffen und verletzt fühlen aus Wunden, die aus unserer Vergangenheit kommen. Teilweise sogar aus unserem Ahnensystem. Also kannst dir auch gerne mal deine Familiengeschichte angucken. Ne? Deine ganze Familie fühlte sich wahrscheinlich schon immer ungerecht behandelt. Und es sind immer Dinge passiert, ne? Dass deine Familie sozusagen, dass deine Familie am Ende immer schlecht dastand. Also vielleicht zum Beispiel auch finanziell. Oder dass deine Eltern vielleicht auch nie eine gesunde Beziehung hatten, Scheidung und so weiter. Ne? Und dass man das dann ja auch als Kind auf sich selbst bezieht. All das sind Themen, die nehmen wir in unserem Erwachsenenalter mit auf, unbewusst. Das sind tiefe, tiefe Wunden, die wir haben. Und sobald sie jemand anfasst, werden wir sozusagen, reagieren wir mit unserem Programm, das wir gelernt haben, was zur Selbstverteidigung. Das heißt, entweder wir machen total zu oder wir schießen zurück und greifen den anderen an und sagen, aber du, aber du, aber du, aber du. Oder wir machen einfach gar nichts mehr sozusagen, oder manche Menschen fangen dann immer an, gleich so nach dem Motto, ich habe das aber auch gar nicht so gemeint oder so, ne, und immer gleich wieder zurückziehen, statt wirklich zu sagen, was man meint. Ne. Das sind alles sozusagen Mechanismen, die wir gelernt haben, um uns sozusagen selbst zu beschützen. Die tragen aber nicht dazu bei, dass du in einer guten und liebevollen Beziehung enden wirst. Bei einer guten und liebevollen Beziehung geht es nicht nur darum, dass der andere dich versteht, sondern auch darum, dass du den anderen verstehst und auch den anderen ernst nimmst, wenn er dir sagt, er ist verletzt, oder auch hinterfragst, warum Menschen tun, was sie tun. Also gerade in diesen Seelenzwillingsverbindungen, ne? Hier ist es auch ganz wichtig, dass man den anderen erstmal loslässt und gehen lässt und ihn dann sozusagen von selbst zurückkommen lässt, falls das hier gerade bei dir der Fall ist. Nochmal zu dieser Karte. Sondern es ist halt auch wirklich wichtig, dass wir erkennen, dass der andere zum Beispiel von uns davonläuft, was halt so in solchen Zwillingsseelenverbindungen oft der Fall ist, weil diese Person Angst davor hat, sozusagen genauso verletzt zu werden wie du.
So, und diese Person hat Angst vor zu viel Nähe. Und weil du zu viel Nähe haben wolltest von vornherein, weil du Nähe brauchst, zum Beispiel, das ist der Klassiker, hat diese Person Angst bekommen, dass du sie sozusagen mit deiner Liebe erstickst, weil der wahrscheinlich schon früher sozusagen immer Elternteil hatte, was überbeschützend war und immer kontrollieren wollte und so. Und sobald er irgendein Gefühl von Kontrolle bekommt, triggerst du bei dieser Person das Gefühl, jemand will mich kontrollieren, und das machst du gar nicht bewusst, aber das ist das Gefühl dieser Person. Also wenn die Person zu dir sagt, ich fühle mich kontrolliert, und du sofort zurückschießt und sagst, das ist nicht so, nimm auch das Gefühl der anderen Person wahr und frag lieber, warum fühlst du dich kontrolliert, woher kommt dieses Gefühl, was kann ich tun, dass dem nicht mehr der Fall ist und so weiter und so fort. Dein Ritual wäre, bringe dich in deine Göttinnenenergie, kleide dich für einen Tag wie eine Göttin, erlaube dir ausnahmslos von Herzen die Wahrheit zu sprechen, mit jedem Menschen für einen kompletten Tag, auch wenn sie unangenehm ist. So. Dann gucken wir uns mal an, was diese Karte noch sagt. Und da haben wir das gelbe Licht hier drin liegen. Das Divine Light, sagt es, das heilige Licht. Siehst du das? Das ist eine gelbe Lichtfrequenz. Und das steht auch sozusagen für dein Solarplexus Chakra, aber hier mit der 4 auch noch fürs 4. Chakra. Das wäre dein Herzchakra, so kriege ich es rein. Also hier geht es auch darum, nicht nur, dass du dein Herz wieder öffnest auch, oder dass du sozusagen nicht immer Angst davor hast, verletzt zu werden und dass du dich permanent selbst auch beschützen möchtest, hier mit dieser Schutzhand auch, ne, von diesem Selbstschutz die ganze Zeit. Dafür müssen wir, wenn wir permanent im Selbstschutzmodus sind, können wir sehr, sehr schwer Liebe in unser Leben manifestieren. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das andere ist mit dem Solarplexus-Chakra, mit dem du gerne mal arbeiten kannst. Das ist hier so in deiner Magengrubenregion, ne? Im Bauch. Das ist sozusagen deine Kraft. Da kommt deine Kraft her, deine Stärke her. Also diese Selbstermächtigung ist ja auch ein Wort, das gerne benutzt wird. Selbstermächtigung bedeutet, dass ich mir selber wieder die Macht und Kraft zuschreibe, Dinge in mein Leben zu ziehen, Dinge zu können, mich selbst auf den Podest stelle. Das ist auch immer ganz wichtig, wenn wir andere Menschen sozusagen, Partner oder was auch immer, anfangen auf den Podest zu stellen, dann geben wir dem anderen die Chance, uns erst klein zu machen. Und in dem Moment, wo du dich klein fühlst, wirst du getriggert und gehst sozusagen wieder in dieses alles ist ungerecht, alles ist unfair Modus. Das überwinden wir, indem wir, ich werde das vielleicht jetzt verlinken, ich habe da mal ein wirklich gutes Video gemacht, jetzt für euch, gerade was dieses Thema angeht. Also hier ein bisschen Eigenlob, ne? So meine ich es aber nicht, weil das genau dieses Thema trifft, über das wir hier gerade reden. Da habe ich mal ein Thema über Loslassen gemacht und ich werde das hier verlinken jetzt, dass du dir das bitte danach jetzt, also nicht jetzt anguckst, oder kannst auch dir jetzt angucken und dann hier weiter gucken, wie du gerne möchtest, aber guckst dir einmal an, weil da habe ich das ziemlich mit dem auch auf dem Podest stellen und so erklärt, und dann muss ich es jetzt nicht sozusagen 10 Minuten nochmal erklären, wie ich das meine. Bitte guck dir einmal dieses Video an, auch gerade wenn es hier um Situationen geht, dass du tatsächlich noch emotional sehr an jemanden hängst, was wir hier so ein bisschen energetisch reinbekommen. Ich mache mal die Klimaanlage ein bisschen runter, weil ich denke, die wird ziemlich doll rauschen, oder die rauscht zumindest hier sehr doll. Gucken wir mal, was wir da noch rausfinden, okay? So. Ja. So, die fallen ja schnell. Eine fällt auf den Boden. Noch einmal. Keine fallen auf die Karten. Wow, okay, da sehe ich ja schon einige ganz schöne Karten drin. Ist die Kerze ausgegangen. Ich habe euch extra angezündet, die andere blaue Kerze, die ich hier noch stehen hatte, für euch. Als blaue Schutz-Heilenergie. Also ich darf mir als erstes diese Karte angucken, weil die passt auch ziemlich zu der Gerechtigkeitskarte, weil du siehst ja,
Sie hat hier den Wagen, die Waage in der Hand, die ausgeglichene Waage. Und hier, ne, das sind die 6 der Münzen. Hier sind 3, da sind 3 und hier sind sozusagen die Hände, die auch gerne was abhaben wollen von ihr. Wie sehen wir das? Also hier sehe ich ganz doll drin, dass es hier auch wirklich darum geht, dass du in die Energie gehst, also wirklich auch mit Affirmationen daran zu glauben, dass du genauso viel von anderen Leuten bekommst, wie du gibst. Also dass du energetische Verbindungen herstellen kannst. Hier wieder Power, ne? Ich kann das, ne? Ist das Zauberwort für deinen Solarplexus auch. Ne? Und ich fühle, für dein Herz, ich fühle mich von anderen Menschen gesehen und wertgeschätzt. Ich kann Menschen in mein Leben ziehen, die in der Lage sind, zu geben und zu nehmen, genau wie ich. Im gleichen Maße, im Ausgleich. Ich bin mit anderen Menschen energetisch im Ausgleich. Ich muss anderen Menschen nicht mehr geben, als ich bekomme. Wir sind im energetischen Ausgleich. Es ist gerecht zwischen mir und anderen Menschen. Die 6 der Schwerter spricht natürlich also nochmal davon, dass wir schon mit der Katrina-Karte hier so ein bisschen drin hatten, um dieses Thema, dass du langsam Sachen hinter dir lassen sollst, die nicht so funktioniert haben. Und auch wenn du immer noch an jemanden sehr hängst, ist es trotzdem Zeit, sozusagen dein Leben jetzt für dich zu gestalten, so wie du es möchtest. Und auf zu neuen Ufern ist sozusagen das Zauberwort hier. Auf zu neuen Ufern, auf zu neuen Menschen, auf zu neuen Begegnungen. Vielleicht auch sogar auf in ein neues Land. Also vielleicht sogar ein bisschen der Hinweis, wenn dein Umfeld nicht gut ist, da wo du jetzt bist, ne? Such dir ein neues Umfeld. Auch. Aber hier geht es wirklich darum, dass du also jetzt energetisch jemanden loslassen darfst, an den du bis heute energetisch sehr gebunden bist. Dann haben wir hier die Temperance-Karte drin, das ist für mich immer die Geduldskarte mit dem Tod. Und dazu habe ich noch den Ritter der Stäbe. Und es geht weiter dann hier unten mit den 8 der Schwerter. Damit den kriege ich schon eine ziemlich starke wieder Energie raus, so verschlossenes Herz, ne, Herz nicht mehr öffnen wollen, so Trauer aus der Vergangenheit, was dazu geführt hat, dass dein Herzchakra ziemlich blockiert ist. Schon mal dazu gesagt. Hier geht es wirklich für dich darum, dass du dir selbst noch ein bisschen Zeit geben darfst, Themen zu heilen, die in deiner Vergangenheit sind und wirklich, wirklich dich wegzubewegen, und das meine ich vor allem, wie gesagt, energetisch, vor Menschen, die eben nicht in der Lage sind, dir im gleichen Maße zu geben und zu nehmen. Welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, sei auch empathisch mit anderen Menschen, verstehe, wo sie herkommen, aber verstehe auch, wenn sie dir nicht das geben können, was du haben möchtest, dass es für dich Zeit ist, zu gehen. Ja, und dass du auch bitte das in Geduld machst sozusagen. Wir haben hier wieder dieses Geben- und Nehmen-Thema ganz stark bei dir drin, ne? Weil auch hier siehst du ja wieder, der schüttet der Engel. Und das ist immer als ein Engel dargestellt, diese Karte. Das ist auch wirklich von oben geführt. Das sind deine Engel, die auch wirklich, die dich beschützen. Die wollen, dass du in die Energie kommst, dass du von anderen Menschen gesehen wirst und dass du von anderen Menschen genauso viel Liebe bekommst, wie du gibst. Und die sagen dir aber halt auch, dafür muss man halt auch manchmal musst du auch Sachen hinter dir lassen. Hier nochmal der Tod, ne, die wir vorhin schon als erste Karte mit drin haben. Hier geht es ganz doll darum, nochmal, ne, wenn wir hier um Seelenzwillinge reden und anderen Menschen und so, heißt das nicht, dass das für immer aus ist. Ne? Was zu dir gehört, wird auch wieder zu dir finden. Sag dir das dann immer. Also das hilft, finde ich, enorm. Was zu mir gehört, das wird mich auch finden. Schreib dir bitte auf. Was zu mir gehört, wird mich finden. Was zu mir gehört, darf ich in Liebe gehen lassen. Was zu mir gehört, wird immer zurückkommen. Was zu mir gehört, darf ich in Liebe gehen lassen. Was zu mir gehört, wird immer zu mir zurückkommen. Hier geht es wirklich darum, dass hier eine Sache wirklich geendet. Und du bist diejenige, die hier aufgefordert ist, dem ein Ende zu setzen zu deinem eigenen höheren Wohl. So, und mit diesem Ritter der Stäbe hier drinne geht es auch wirklich für dich ein bisschen darum, ja, das bist ein bisschen du. Also hier nochmal dieses nach dem Motto, dass du auch in die Aktion gehst. Ne? Die Stäbe stehen immer für Aktion auch.
und ja, sinngemäß dein Pony nimmst und davon reitest. Ne? Also stell dir das auch gerne vor, mach eine Visualisierung davon, ne? Wie vor deinem Haus steht ein super schönes Einhorn oder ein schwarzer Hengst oder auch was immer du sozusagen als Superpower-Pferd haben wollen würdest. Und du sagst zu diesen Menschen, das kann ja auch um eine Menschengruppe halt gehen. Es muss ja nicht hier unbedingt um Menschen gehen, die, also um eine besondere Person, sondern es kann auch einfach um deine komplette gefühlte Vergangenheit gehen zum Thema Liebe, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast. Und geh mal in so eine Visualisierung rein, wo du dir vorstellst, du bist mit diesen Menschen in einem Raum und diese Menschen fangen wieder an, irgendwie ungerecht mit dir zu werden, also auch gerne deine Familie, ne, damals in der Kindheit. Und du sagst einfach, ciao, ich bin jetzt weg. Und gehst, ne, lasst mich doch einfach in Ruhe, ne, lasst mich in Ruhe, ich brauche euch nicht mehr, ich bin erwachsen, ich bin groß, ich kann das ohne euch, ich weiß, dass ich gut so wie ich bin und eure Kacke könnt ihr von nun an ohne mich machen. Und dann stell dir mal richtig vor, wie du aus dem Haus gehst sozusagen, aber mit Größe, du musst da auch gar nicht rausstürmen und nochmal die Tür knallen, sondern im Gegensatz zu einfach nur so, ich bin jetzt weg. Und dann gehst du auf dein Pferd und reitest sozusagen davon und reitest in deine eigene persönliche Freiheit, in deine perfekte Zukunft, zu den Menschen hin, die dich verdient haben, zu den Menschen, die dich sehen. Und das zum Beispiel sind Sachen, die du nutzen kannst, solche Art von Visualisierungen, um hier auch dein Herz wieder frei zu bekommen, von diesem Herzschmerz, sich immer sozusagen von anderen Menschen nicht gesehen zu fühlen, nicht gerecht behandelt gefühlt zu fühlen, zu denken nach dem Motto, ich bin Opfer der Umstände. Ne? Immer dieses Opfer der Umstände ist halt eben auch so eine Energie, die wird uns nicht weiterhelfen, um es charmant zu sagen. So, da haben wir hier das Ass der Kelche drin liegen. Das ist schon mal eine super schöne Karte. Und daneben kommt der Turm umgedreht gesehen. Also ich glaube, dass dieser Moment, in dem Moment sozusagen sagst, das ist hier alles durch. Das wird nicht alles komplett durch sein wahrscheinlich. Da wird wahrscheinlich auch noch eine Person, wenn wir um eine bestimmte Person reden, in dem Moment, wo du gehst, wird diese Person auch nochmal auf dich zukommen. Ne? Der Turm umgedreht gesehen, das kann wirklich dafür, also nochmal, das ist nochmal so was, hier muss ein Ende passieren, weil du kannst es nicht sozusagen neu aufbauen, das auf wackeligem Fundament wirst du kein Schloss bauen können, okay? Du wirst dein Traumschloss nicht bauen können auf etwas, was schon von unten her wackelt. Das ist zum Zusammenstürzen bereits verurteilt. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich glaube, bei vielen von euch geht es hier um eine bestimmte Person. Für alle anderen geht es nochmal um deine persönlichen Glaubenssätze. Oder es ist für euch alle der Fall. Persönliche Glaubenssätze. Wenn mein Grundglaubenssatz, der unter mir liegt, ist, Menschen behandeln mich mein Leben lang unfair. Zu erwarten, da plötzlich einer um die Ecke kommt und der tut das nicht, ist halt steht schon auf dem wackeligen Gerüst deswegen, weil dein Glaubenssatz unten drunter ja immer derselbe sein wird. Also, wenn der jetzt ankommt, hier, was nehmen wir jetzt mal als den, das Fläschchen, das bringt das grüne Fläschchen. So. Und der kommt jetzt wieder an und der sagt, du, ich werde dich jetzt von nun an immer sehen. Du wirst dich trotzdem nicht gesehen fühlen, weil dein Unterbewusstsein wird weiterhin sich darauf fokussieren, wo du ungerecht behandelt wirst, wo jemand dir nicht gerecht wird auch, ne, ist hier auch das Zauberwort. Und wenn du das sozusagen nicht heilst, dieses Gefühl, dieses ursprüngliche Urgefühl, was schon aus deiner Familie kommt, ich werde nicht gerecht, mir wird man niemals gerecht werden, kann diese Person dir auch nicht gerecht werden, selbst wenn sie es versucht. Verstehst du, was ich meine? Weil du wirst immer wieder was finden, wo du sozusagen dich ungerecht behandelt fühlst, selbst wenn diese Person es gar nicht so meint. Die 7 der Kelche heißt auch, hier kommen dann Entscheidungen nochmal auf dich zu, ne? Was du tun sollst, was du machen sollst. Und dann habe ich hier umgedreht nochmal deine Stärkekarte liegen. Also nochmal das hier. Für dich ist es wirklich wichtig, dass du deine eigene Stärke anerkennst, nach ihr auch
nach ihr auch fragst, mit ihr redest, mit deiner eigenen Stärke, eben mit diesem Solarplexus. Ich kann das, ich bin eine starke Persönlichkeit, ich verdiene es, gerecht behandelt zu werden, ich werde von jedem gerecht behandelt, ich bin gut so wie ich bin, ich lasse mich hier auch von niemandem klein machen. Ne? Also wenn Menschen aus deiner Vergangenheit wieder kommen und versuchen dich sozusagen dann noch dafür zu verurteilen, dass du aus einer toxischen Situation rausgegangen bist, lass dich nicht wieder klein machen. Bleib in deiner Kraft, bleib in deiner Stärke. Drei der Münzen hier auch nochmal umgedreht gesehen, also hier auch wirklich, ja, konzentriere dich auf Dinge, auf deine Arbeit. Ne? Wenn deine Arbeit dir keinen Spaß macht und du auch mit deiner Arbeit nicht glücklich bist, deine Arbeit nimmt sehr, sehr viel Zeit in deinem ganzen Leben ein. Du solltest immer etwas machen, was dich sozusagen mit glücklich macht. So, ne? Sonst kannst du auch daraus keine Stärke entwickeln. Dann habe ich hier die 10 der Kelche und die 10 der Kelche sind umgedreht gesehen. Da gucken wir uns gleich einmal an, warum sie das sind. Also die 9 der Stäbe, das geht hier nochmal wirklich darum, auch hier mit diesem, ne, unter dieser Karte nochmal, es ist für dich wirklich in diesem Moment super, super wichtig, dass du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest und auch an deiner Selbstliebe arbeitest und halt siehst, was du alles schon geleistet hast. Schreib bitte auch einmal auf jetzt, das sind Dinge, wo ich stolz auf mich bin oder war. Das macht mich zu einem außergewöhnlichen. Ich bin stolz auf mich und denk auch mal an Dinge, die du schon erreicht hast. Also jetzt nicht nur in der Liebe, sondern du als Persönlichkeit und du auch sozusagen in deinem Werdegang. Wo waren Momente, wo du richtig, richtig, richtig stolz auf dich warst? Und ruf dieses Gefühl zurück, wie stolz du damals auf dich warst. Und sei so stolz auf dich von nun an jeden Tag, weil du hast jedes Recht dazu, stolz auf dich zu sein. Weil hier haben wir halt irgendwie drinnen immer dieses gelähmte Gefühl wieder, auch mit den 4 der Schwertern, so nach dem Motto, sich wieder zu sehr von anderen Leuten beeinflussen lassen, was die denken oder sagen. Du bist schon so einen weiten Weg gekommen, auch das hier, ne? Hat wieder dieses Gehen nicht sofort zurück, nur weil einer dann vielleicht doch sagt, ach, Entschuldigung, habe ich gar nicht so gemeint. Kommt nie wieder vor. Also auf eine nicht ernst gemeinte Entschuldigung würde ich nicht viel bauen. Da sind wir weiterhin beim wackeligen Gerüst. Also hier ist drinne, lauf nicht gleich wieder irgendwo zu dieser Toxi-Person zurück. Oder zu deiner Familie, weil sie dann sagen so, das ist voll gemein, dass du nicht mehr mit uns redest, Tante Emily geht's nicht so gut. Ne? Also nicht sozusagen gleich deine ganze Selbstliebe wieder zu diesen Menschen zurücktragen, ist hier drin. Wie gesagt, das kann eine einzelne Person sein, das kann deine Familie sein, das kann auch ein Arbeitsplatz eben sein, der hier komplett deine Energie stört, ne? Weil wir hier auch ein bisschen Arbeit drin haben, also eher wenige bei euch, aber ich glaube, bei 1 oder 2 ist das dein Arbeitsplatz, der auch deine Energie sehr stört, weil es komplett deine Selbstliebe hier auffrisst und du dich permanent hier schlecht behandelt fühlst, zu Recht oder zu Unrecht. Ist egal, du fühlst dich nicht wohl, mach klar, sag klar, was du willst und was du nicht willst. Page der Schwerter tut das. Ne? Der Page der Schwerter hat auch keine Angst davor, den Leuten irgendwie auch mal die bittere Wahrheit zu servieren, sozusagen, was man über sie denkt. Der Page der Schwerter kämpft für sich selbst erstmal. Also heute ist es für dich wichtig, dass du erstmal für dich selbst kämpfst, für deine eigene Selbstliebe, nicht für andere, für dich. So, dann habe ich hier noch die 4 der Kelch, die 4 der Münzen umgedreht gesehen und hier wirklich ja auch nochmal, ne? Behalte auch deine Asche bei dir, ne? Also nicht hier irgendwelche Geschenkchen für irgendwelche Menschen kaufen, dann als Entschuldigung, weil sie dir irgendwie versucht haben zu erzählen, dass du doch eigentlich die Böse bist. Wenn du irgendwas das Gefühl hast, auch wenn dieses Gefühl nicht gerechtfertigt ist, wenn diese Person dir nicht auf Augenhöhe begegnen kann und dich ernst nimmt in deinen Gefühlen, dann erklär ihr das auch gerne, dass sie dich nicht ernst nimmt in deinen Gefühlen, aber lass dich nicht sozusagen gaslighten in so eine Idee von, nee, das bist immer du bist halt so sensibel und ich kann ja nichts dafür, dass du so sensibel bist. Und dann rennst du mit dem Geschenkchen los sozusagen für die Person. Tu das nicht.
Hier ist es wirklich Zeit für dich. Also für dich ist es wirklich wichtig, dass du viel Zeit mit dir alleine verbringst. Viel Zeit mit dir alleine verbringst, um eben in diese Kraft wiederzukommen, die wir bei dir wieder sehen wollen. Und dass sie auch dann die Gerechtigkeit für dich reinkommen kann. Ne? Also wirklich über dieses ganz, ganz wichtig für dich ist dieses Thema für dich, ne? Weil sie nochmal umgedreht reinkommen, das ist hier dieselbe Karte, ne? Ist dieses Gerechtigkeitsthema. Dass du dich aufhörst, auf Ungerechtigkeit zu konzentrieren, sondern anfängst darauf, dass du dich gerecht behandelt fühlst. Ne? Und dann auch, was deine Arbeit angeht. Dann schätze auch deine Arbeit, schätze, was du tust, siehe, was du tust. Und wenn andere nicht sehen, was du leistest, was du tust, such dir einen anderen Job. Aber versuch nicht die ganze Zeit, da die Menschen um dich herum zu ändern. Versuch erstmal, dich selbst zu ändern, deine eigene Idee von deinem eigenen Wert und deinem eigener Gerechtigkeit. Und statt sich die ganze Zeit darauf zu fokussieren, was man nicht von anderen bekommt, also nicht Wertschätzung, hier vor allem eine Wertschätzung, konzentriere dich darauf, ne, geh wirklich in die Meditation und sag dir jeden Tag, ich werde gerecht behandelt, ich ziehe Menschen in mein Leben, ich ziehe die Liebe meines Lebens in mein Leben, aber dieser Mensch hat sehr schwer in dein Leben zu kommen, solange du dazu neigst, dich sozusagen von toxischen Umfeldern hier auch manipulieren zu lassen. So bekomme ich es hier auch ein bisschen rein. Ich suche dir jetzt nochmal eine Affirmationskarte. Und dann will ich auch noch eine aber bitte nur eine. Die haben immer so die Angeheimnis, gleich 10 rauszuholen. Ja, so. Gut. Also, diese Person, über die wir hier reden, ne, da ist erstmal eine Karma-Beziehung. Du hast hier Karma-Beziehungen mit anderen Personen, die du bitte klären darfst. Wie gesagt, kann nicht, wenn du hier weißt, dass ich von einer bestimmten Person rede, ist es diese bestimmte Person. Ansonsten geht es hier um Familienanteile, denke ich in erster Linie. Über die du dich bitte, also wirklich, es geht wirklich darum, hier Liebe durchgebrochen, ne? Diese Karma-Beziehungen aus deinem Leben zu entlassen, sagen wir es mal nett. Many options, unconventional, one night stand, string alone. Eine Kette an einem Ring. Key on a ring. Kette an einem Ring. Also ich finde jetzt eine Kette an die Kette, ich glaube eher sozusagen mit dem Schlüssel auch sozusagen. Ja, hier steht es für irgendwas zu Hause, dein Zuhause, irgendwas in deinem Zuhause. Es kann ja auch bei euch ein Mitbewohner oder sowas sein. Ist hier nicht gut für deine generelle Energie, wirklich. Also nicht gut. Also irgendwas mit deinem Zuhause. Lad auch nicht Leute zu dir nach Hause ein, die du kaum kennst, bitte. Ist hier auch auf jeden Fall mit drin. Ja, und dann habe ich halt nochmal dieses Thema drin, was wir vorhin schon gesehen haben, dass du jemanden sehr vermisst und sehr doll an jemanden denkst, der in der Vergangenheit ist. Addiction, Codependence, Obsession, Emotional Block. Ja, also dein emotionaler Block, also auch alles, was sozusagen mit Suchtthemen zu tun hat. Wir neigen alle dazu. Ne? Also Sucht klingt immer gleich so richtig böse und schlimm und die Wahrheit ist ja, dass wir alle irgendwie dazu neigen, uns emotional zu regulieren, indem wir zu irgendwas greifen. Ob das jetzt irgendwie ein Glas Wein ist oder ob das jetzt Zigaretten sind. Die gesünderen von uns, die eskalieren dann in 5 Stunden Marathonrennen. Fast 90%, würde ich mal behaupten, zumindest der Deutschen, ich habe das zum Glück jetzt nicht mehr, schalten den Fernseher ein, um sich sozusagen voll zu dröhnen. Andere essen super viel Schokolade. Und das Interessante ist, unsere Sucht sagt uns auch immer ziemlich viel darüber aus, was unser eigentlicher Block ist sozusagen, weil nämlich genau das, was wir nicht spüren wollen, betäuben wir damit. Und zum Beispiel jetzt Beispiel Alkohol, ne? Rotwein, es läuft dann nochmal unter was anderem. Aber ich finde jetzt alles, was so mit Alkohol, Bier und so weiter zu tun hat oder Wodka, Cola, so die Richtung.
Ist immer so ein bisschen so nach dem Motto, man traut sich nicht, man selbst zu sein, ne? Weil wenn du Alkohol trinkst, dann wirst du locker, dann wirst du fröhlich, dann redest du besser mit anderen Menschen, also das gilt für die meisten von uns. Hat ja eigentlich damit zu tun, dass man sich eigentlich nicht locker und fröhlich mit anderen Menschen zusammenfühlt und sozusagen erst das sozusagen zu sich nehmen muss, um sich locker und fröhlich mit anderen Menschen zu fühlen. Also weißt du ja schon, dass deine eigentliche Blockade ist, ich bin nicht locker und fröhlich mit anderen Menschen, ich bin immer verkrampft mit anderen Menschen. Warum bin ich immer verkrampft mit anderen Menschen? Warum kann ich nicht lachen und fröhlich sein, ob ich jetzt ein Bier getrunken habe, ob ich kein Bier getrunken habe? Ne? Und so weiter und so fort. Guckt sozusagen, was ist Positives, also angeblich Positives, weil wenn es dann halt, ich meine, es ist nichts, ne? Nichts dagegen, mal ein Bier zu trinken, nichts dagegen, eine Tafel Schokolade zu essen, sondern es geht ja um die Tafel Schokolade, die dann jeden Abend gegessen wird und so weiter und so fort. Warum esse ich jeden Abend so viel Schokolade? Welches Gefühl gibt mir die Schokolade, was ich nicht habe? Also wo sozusagen ist die Lücke? Was ist die Lücke, die es füllt? Und die Lücke, da findest du auch wieder deinen Block. Und genau das Gleiche gilt natürlich für jeden anderen Menschen in deinem Umfeld, aber du sollst auf dich selber achten. Du sollst nicht auf diesen Karma-Menschen achten. Es ist auch egal, was, also für dich jetzt aktuell ist es auch erstmal egal, was sozusagen dann das Riesenproblem von deiner Familie ist, wenn es erstmal sozusagen jetzt darum geht, sich sozusagen aus diesem Umfeld bewusst zu machen, dass Dinge für dich so nicht weiterlaufen können. Und das kann natürlich auch bei immer Süchten mit anderen zu tun haben. Und dann haben wir noch Clarity, Truth, Honor, Protection, Determination, Sword and Rose. Ja, und da sehe ich immer so Schwert und Rose, ne? Also Rose und Dorn auch natürlich, ne? Dinge, die schön sind, also ne, Liebe, die weh tut, ist keine Liebe. Und wir haben auch ganz viele von uns gelernt, dass Liebe wehtun muss, um sich erst richtig anzufühlen. Und auch das kommt von diesem Schmerz, den wir schon als Kinder erfahren haben, Schmerz, den wir teilweise aus unserem anderen Leben oder was auch immer mitgebracht haben. Der Schmerz, den wir kennen sozusagen, ich fühle erst sozusagen, wenn ich liebe, und erst wenn es weh tut, ist es echte Liebe. Auch ein ganz, ganz schlimmer Glaubenssatz, den wir ganz viele von uns tief unten verbuddelt liegen haben. Und deswegen haben wir dann so eine Tendenz, Drama anzuziehen. Und wenn dann Menschen in unser Leben kommen, die einfach nur lieb und nett sind und sozusagen zu perfekt, dann springt bei uns auch nichts an, weil wir sozusagen kein Traumaband zu denen aufbauen können. Weil das Traumaband, was wir erlebt haben als Kinder, ist nur, wenn es sozusagen die ganze Zeit um dich herum brennt, hier auch mit diesem Turm, die wir hier hatten, dann fühlt es sich richtig an. Aber das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich richtig an, weil du das in deiner Kindheit so gelernt hast. Du hast gelernt sozusagen, dass eine Beziehung zwischen Mama und Papa super toxisch ist. Und du hast als Dreijährige gedacht, das ist Liebe. Das ist aber nicht Liebe. Liebe ist, man geht aufeinander ein, man spricht über seine Gefühle, man kann auch sagen, was man denkt, und man hört dem anderen zu. Und das ist bitte das, was du dir manifestierst sozusagen in deine Zukunft, für deine Zukunft. Und das ist das, worauf du deinen Fokus richtest, auf eine Beziehung, die diese Qualität hat. Okay, hier kommen noch deine Affirmationen. Schreiben bitte. When I lead from a place of love, people respect me. Also wenn ich sozusagen mit Menschen also ich würde es anders nochmal formulieren, also um den Kernhit zu bekommen von euch auch. Ich rede mit Leuten mit Respekt und Liebe, und die Menschen geben mir denselben Respekt zurück. Aber ich rede Menschen auch aus einer aus meinem eigenen Selbstbewusstsein. Ich weiß, wer ich bin. Deswegen habe ich kein Problem damit, auch jedem zu sagen, den ich liebe, dass ich ihn liebe. Ich kann Menschen sagen, dass ich sie liebe. Ich kann auch meiner toxischen Familie sagen, dass ich sie liebe. Und trotzdem steige ich dann auf mein Pferdchen und reite davon. Ne? Also, um das auch nochmal klar zu machen. Ich kann sagen, dass ich euch alle liebe, aber ich kann euch nicht ändern. Ändern kann sich nur jeder andere und jeder für sich selbst. Also ich kann euch aber nicht ändern. Ich liebe euch trotzdem. Ich gehe jetzt trotzdem. Und das wird dir Respekt bringen. Ne? Also rede aus seinem Herzen heraus. Rede auch über die Dinge, die dich verletzen. Schlag nicht immer nur um dich. Und damit baust du Fundamente, die am Ende dann auch bestehen können und stehen bleiben werden. So. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, schreib mir bitte. Und wie gesagt, der Erste, der mir schreibt, bekommt auch die Hand geschenkt. Dann sehen wir mal die Karten, dass ihr die auch einmal nochmal alle richtig seht. Hätte ich mal vorher machen können. Ne?
Und dann wollte ich noch sagen, ja, blende hier teilweise Produkte ein. Das habe ich wirklich alles selbst entworfen. Das könnt ihr in meinem eigenen Shop kaufen und damit unterstützt ihr natürlich auch mich, meine ganze Familie, meine ganzen Tierchen. Ja, und diesen ganzen Kanal, dass der auch weiter bestehen kann. Und ich wünsche dir alles Liebe.